Wait. Warum ist das so? Lass mich raten, was noch leise ist. Dachte ich mir. Und das sollte ich auch herholen. Na, das wird lustig, das heute noch mal so zu machen. So, halt kannst du. Ja, ich kann mich so hinstellen. Gut. So, na dann sieht es aus, als würde es funktionieren. Dann geht es jetzt mal weiter ins Honkai Star Rail. Vor allem, weil, oh Gott, gestern war das, glaube ich, der Patch gedroppt ist. Bei 1.6. Gestern oder heute. Nee, heute Nacht war es, glaube ich. Jedenfalls ist der Patch raus und damit auch die nächsten Story-Elemente an und für sich. Und da will ich mich direkt mal dran setzen, weil ich bin ja nicht mehr allzu lange da. Und das Event fällt auch schön in die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Geil, das Echo, gerade wo du weg warst, gesagt hat, wo ich gesagt habe, dass Dresden unnötige zerbombt würde und dann darauf der AfD-Propaganda ist. Ich halte mich bei dem Thema zum größten Teil raus. Ich glaube zwar nicht zwangsläufig, dass die Politik bei den Sendern Propaganda betreibt. Was ich eigentlich glaube, ist, dass zu viele Reporter mittlerweile ihre eigenen politischen Meinungen reinbringen, statt neutral zu berichten. So. Aber dann, Trailer dieser Mission kann fortsetzen. Und wie gesagt, ich wollte bei Echo eigentlich aus dem Chat eigentlich schon länger raus. Aber es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt, wenn durchgeredet wird. So. Ich habe gute Neuigkeiten. Uran May ist auf der Raumstation. Uran May? Ich weiß, wer jetzt ist, aber trotzdem. Mitglied Nummer 81 der Gesellschaft Uran May. Ich habe sie herbestellt. Skirlung ist auch hier. Wir müssen über ein paar wichtige Dinge sprechen. Komm zurück und stell dich vor, wenn du Zeit hast. Dann war es sie, wer die Universumssituation testet. Vergiss nicht, Uran May respektvoll zu behandeln. Denn du wirst sie nicht oft zu Gesicht bekommen. Ich kann sie ziehen, ich werde sie oft genug zu Gesicht bekommen. Eigentlich nicht, ich habe ja nicht vor, sie zu ziehen. Und sie ist ja auch hier. Ach, sie stand. Vor 5 Minuten stand ihr noch nicht da. Ich kann das Ohr abquatschen. Ja, aber das war ja auch schon von Alice. Wenn ich nicht streamen wollen würde, würde ich mir das Ganze anhören, weil das durchaus interessant ist, was er zum größten Teil sagt. Ein gutes Stück davon kenne ich schon. Und es ist auch interessant, aber wenn man eigentlich was komplett anderes vorhatte oder eigentlich schon nicht mehr da sein wollte, ist das eine andere Sache. So. Polka? Ich dachte, Mitglied Nummer 4, Polka Kakamond, hätte die meisten Mitglieder der Gesellschaft ausgeschaltet. Ich hatte kaum noch Hoffnung. Wen haben wir denn da? Wir haben eine Polka hier? Du bist zurück, Stella. Ja, heute ist hier ganz schön was los. Na klar, das ist das Gipfeltreffen der 3 Genies. Asta, bist du wirklich eins? It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Es ist eine besondere Zeit. Alle Abteilungen bereiten sich darauf vor, Ehrengäste von der Genius-Gesellschaft willkommen zu heißen. Madame Ron May doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. Frau Ron May mag kein großes Tat haben, und würde vermutlich ungern von einer Menschenmenge begrüßt werden. Daher haben die Forscher gebeten, das Ganze einfach zu halten. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. Vor einigen Tagen habe ich ihr die Porträts der Mitglieder der Gesellschaft gezeigt. Ich wollte, dass sie die Forscher auch eines von ihr anfertigen, aber sie hat das Gebet abgelehnt. Angebot abgelehnt. I don't get it. Whatever. As long as she's happy. Ja, da hattest du schon mal die Stimme. Ich hatte das Gefühl, irgendwie mit dass sie anders war. Das verstehe ich nicht. Egal. Solange sie zufrieden ist. I
I heard Miss Ronmei likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seem to tickle her fancy. Ich habe gehört, dass May Snacks und Gebäck mag. Deswegen habe ich die Forscher gebeten, ein paar traditionelle Desserts von Blau vorzubereiten. Du glaubst wirklich, dass deine Forscher kochen können? Sie scheinen alle nach ihrem Geschmack zu sein. Ist May eine tolle Person? That's like asking, is Herda a great person? The answer is obvious. Das ist, was will man fragen, ob ist Hertha eine Person? Die Antwort ist doch offensichtlich. Also wird sie mich einfach die ganze Zeit ignorieren und zur Seite schieben, wenn ich nicht mehr gebraucht werde? Gut, Hertha, gut zu wissen. Miss Ronmei is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. May ist der absolute Inbegriff der Gelehrten. Ich habe gehört, dass sie einmal Urlaub auf einem Wüstenplaneten gemacht hat und als sie wieder abreiste, erlebte die Natur dort einen wundersamen Wachstumsschub. Das ist nicht unbedingt das, was ein Gelehrter tut, Asta. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Ronmei is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Sie wollte einfach an einen unbewohnten Ort gehen, um mit ihrem Lebensspiralensystem zu experimentieren. May ist sicherlich sehr talentiert, aber sie hat kaum Kontakt mit anderen Leuten. Sie lebt wie eine Einsiedlerin. Schade. Hertha, du wirkst auch nicht unbedingt so, als würdest du Kontakt mit anderen Leuten haben wollen. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herda's research partner, Hurry up and head out! See if you can find her. Wie auch immer. Was will man noch über jemanden reden, der intelligent genug ist, um Herthas Forschungspartnerin zu werden? Mach dich schnell auf den Weg, Hammer. Und sieh zu, dass du sie findest. Hertha, bist du immer noch der gleiche Charakter? Ich habe das Gefühl, bei dir wurden die Charakterparameter ausgetauscht. I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the Master Control Zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Ich bin mir nicht sicher, aber sie scheint nicht viel unterwegs zu sein. Die meiste Zeit verbringt sie zwischen Hauptkontrollzone und Bahnhofsplattform. Vielleicht kannst du deine Suche ja dort beginnen. Also einfach mal hinterher. Auf der Suche nach May. Halt, du kennst mich schon. Okay, hinzugefügt. Raus mit der Sprache. Gibt es die spannenden Neuigkeiten? Oh? Anzeiten? Ultimativ ins Gesicht. Riecht besser nicht. Wer schreibt mich da alles plötzlich? Du kennst mich schon, hat ultimativ ins Gesicht in den Gruppenchat eingeladen. Es darf nichts aus dem Chat durchsichern. May kommt auf die Raumstation. Sie ist schon da. Deine Tratschgeschwindigkeit lässt nach. Mann, du bist vielleicht einer. Aber wir sind immer noch in der Vorbereitung für die Willkommenszeremonie. Ach, sind die ganzen Forscher. May wird nicht begeistert sein. Ich habe gehört, sogar für einen Genie ist er ein Einzelgänger. Also war all unsere Arbeit umsonst? Warum hast du das nicht früher gesagt? Jungs, für wahrscheinlichstloses Fahren im Weltall. Hertha drückt bei ihr ein Auge zu. Sonderbehandlung für die hohen Tiere. Hört auf zu arbeiten? Das kommt davon, wenn man zu hart arbeitet. Du bist wirklich hellwach. Anscheinend hat Frau May keine besondere tolle Persönlichkeit. Komm, welche Genie ist schon normal? Skrellung vielleicht? Okay. Woher hat die Masse meine Nummer? Das ist erstmal zweitrangig. Wir suchen May. Also erstmal beim Bahnhof anfangen. Und natürlich jetzt mal ein bisschen Vandalismus betreiben. There's someone next to the railway platform. Could she be? I have a feeling we're on the right track. I'm gonna check the data when I get back. Ja, das ist sie.
I didn't startle you. Hallo, ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt. Überrascht im besten Fall. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Okay, weird. Das habe ich mir bei der Arbeit angewöhnt. Mit einer Berührung öffne ich meine Sinne und lasse die Details einer biologischen Existenz in mein Hirn fließen. So kann ich deinen Aufbau als Organismus besser verstehen. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. Das ist die Grundlage der Konstruktions- und Rekonstruktions. Keine Sorge, du bist sehr gesund. Unglaublich gesund sogar. Ein perfektes Versuchsexemplar. Ich mag perfekte Versuchsexemplare. Du hast ein Stück Kuchen im Mundwinkel. Eiskalt. Oh, Really? wirklich? Wo ist der Kuchen hin? I expect the views here had me lost in thought. Vermutlich war ich wegen der Aussicht hier in ganzen Gedanken versunken. I don't usually go in and out of the space station and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Okay. Normalerweise verlasse ich die Raumstation nicht. Daher habe ich erst heute festgestellt, dass sie mit einer so weiten und beruhigenden Aussicht gesegnet ist. Das passt perfekt zum süßen Duft von Lotusblättern, Pflaumenblüten, Klebereis und Zuckerguss. Come here. Look. Also The blue Mochi. planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. Okay, Naschkatsche. Komm her, schau, der blaue Planet ist direkt unter uns. Er ist voller Leben. Dies ist sehr, sehr lecker. Hier, nimm die Hälfte. Chomp. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. Köstliche Desserts erinnern die Leute an blühende Blumen. Genieße dieses Dessert Bissen für Bissen und lass die Süße in deinem Mund nachklingen. I hope you like it too. Ich hoffe, dir schmeckt es auch. Du hast Montenmays Dessert gegessen. So, what do you think? Und wie findest du I es? can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. Ich kann noch mehr für dich zubereiten. Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden, dass ich Erdbeergebäck mitbringe, wenn ich Stephen Lloyd besuche. Andernfalls lässt er sich gar nicht erst blicken. Okay, der kommt nur für dein Gebäck her, okay? An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Ein außergewöhnliches Dessert. 10 Gramm Würfelzucker, eine getrocknete und gesalzene Pflaumenblüte, Backen und Kochen ähneln der Pflege eines Universums. Die Temperatur muss stimmen, die Planung muss einwandfrei sein und man darf nicht in Panik geraten. Egal was passiert. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. Leider gibt es immer noch zu viele Leute auf dieser Raumstation. Das Gezählte ist nicht gut für die Desserts. Übrigens. Do you remember what my research is about? Und weißt du, worum es bei meiner Forschung geht? Ich weiß nur, dass es irgendwas mit der Biologie zu tun hat. Mittlerweile glaube ich, du bist My Köchin. research area is short stories about toilets. What the fuck? No, my research area is short stories about toilets. Seriously? No, my research area is short stories about toilets.
Das ist nicht die Antwort, die ich wähle und auch nicht die Antwort, die verfügbar war. Kannst du mir Worte in den Mund legen, Mädel? Und mein Forschungsgebiet. No. My research area is short stories about toilets. Kurzgeschichten und Toiletten. Okay. Ja, wir fragen uns gerade das gleiche, Stella. What's going on? What am I talking about? Was ist los? Was rede ich da? I see. What a cute hobby. Ich verstehe, was für ein süßes Hobby. Was? Kurzgeschichten über Toiletten findest du süß? But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not... Aber vergiss nicht, wenn das nächste Mal so etwas passiert, musst du dich mit deiner Reaktion zurückhalten, bis du die Situation erfasst hast. Ansonsten You'll be full of weaknesses that others can see through. wirst du voller Schwächen sein, die andere durchschauen können. Let's try again. Now, what else would you like to ask? Versuchen wir es nochmal. Also, Tama, was möchtest du noch wissen? Was hast du mir gegeben? The dessert was tasty. I would like more. Mist, ich kann es nicht mehr auswählen. Ja, sehr dich. Why can't I say what I want to say? Warum kann ich nicht sagen, was ich sagen will? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Du hast aber einen Appetit, also gut. Dann gebe ich dir das Rezept. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. Komm, gehen wir ein Stück spazieren. Ein Spaziergang ist die beste Aktivität nach einem Dessert. As the masses depart, there's an enveloping calm here. Hey, weißer Teufel. Just like in the no man's land I've entered to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. But Was? my apologies. It appears my words have left you perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. Mhm. Verzeihung, offenbar habe ich in dich meine Worte verwirrt. Beruhige dich. Ich will dir nichts Böses. Ich habe dich nicht in deiner sprachlichen Fähigkeit eingegriffen. Aha, das wäre jetzt allzu unhöflich. Ich habe lediglich ein paar Anpassungen vorgenommen, ohne dich zu fragen. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. Vor ein paar Tagen habe ich Hertha von meinem Interesse an dir erzählt. Ich möchte, dass du mir als Assistentin dienst. Ausgehend von deiner Interaktion mit der Universumsimulation bin ich überzeugt, dass du perfekt dafür geeignet bist. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Es fällt mir schwer, mich auf andere Personen zu verlassen. Ein einziger Fehler in einem aufwendigen Versuchsbau kann zu Problemen führen. Und ich verabscheue Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Wait. Anti-Wahrheitsserum? Da habe ich dieses Dessert ein Anti-Wahrheitsserum zugesetzt. Das schadet dir nicht. Aber du wirst nicht sagen können, was du wirklich denkst, wenn du Fragen zu meiner Person beantwortest. Okay. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. Also ich dachte...
One-Way, du bist böse. Ich betrachte dies als einen Schutzmechanismus. Das schützt meine Forschung und gewährleistet deine persönliche Sicherheit. Sobald die Probleme gelöst sind, verabreiche ich dir das Gegenmittel. aka, ich darf dir nichts fragen, ansonsten labere ich Mist. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Als Gegenleistung für Unterstützung kann ich dich auch belohnen. Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Ah, du vertraust mir also Does nicht. that bother you? I believe we will be able to be frank with each other, but that needs time. Stört dich das? Ich glaube, dass wir ehrlicher miteinander umgehen können, aber das braucht seine Zeit. Keine Sorge, ich traue dir genauso wenig wie du mir aktuell. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. Als ich auf die Raumstation kam, habe ich mir von Hertha die Phasenflamme ausgeliehen. Eine Erfindung von Mitglied 27, das Sakal, hat die Hoffnung, die Ergebnisse der anderen Mitglieder der Gesellschaft würden mir Erkenntnis bringen. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. Und ein Kreativschub ließ mich die Kultivierung von Leben auf der Raumstation erforschen. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. In meiner Vorstellung waren diese Lebensformen eine neue Art geboren als Genies. Ich hatte vor, sie nach Lambda, Mitglied Nummer 8 der Genius-Gesellschaft zu nennen. Demo? I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Sie haben zwar durchaus ein Bewusstsein, aber sie sind alles andere als Genies. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. Zudem scheint sich mein Freilaufansatz als Fehler herauszustellen. Bei einem Laborzwischenfall vor einigen Tagen konnten einige dieser kleinen Lebensformen entkommen und haben sich über die gesamte Raumstation verteilt. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Zu spät. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. Ich möchte nicht, dass Hertha oder Asta in diese Sache reingezogen werden. Deswegen hoffe ich, dass du mir dabei helfen kannst, die kleinen Lebensformen wieder einzufangen. Du könntest ja versuchen, mir zu I vertrauen. do trust you. Ich vertraue dir durchaus. Genug, dass ich dich vergifte. Und sollten sie nicht reingezogen This has werden. nothing to do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. Das Ganze ist nicht ihre Angelegenheit. Und je mehr Leute sich einmischen, desto mehr Probleme wird es geben. Okay? The researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. Die Forscher erachten diese Kreaturen immer noch als Besucher. Ich möchte meine Gegenwart geheim halten, damit keine unnötigen Ruhe aufkommt. Zu spät. I entrust this to you. Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this and provide you with suitable advice. Ich vertraue dich mit dieser Aufgabe. Wenn die kleinen Lebensformen wieder eingesammelt sind, finde einfach einen passenden Ort für sie. Die Forscher in der Abteilung für Ökologie müssten Bescheid wissen und können dir passende Ratschläge geben. Okay. Also, One May, erste Überprüfung. Blau, okay. So. Erstmal vorher ist das Büro. Nicht in ihr Büro, vor ihr Büro. Such a peaceful spot. Uah. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Ein Ort, an dem die Raumstation gefährliche Versuchsergebnisse aufbewahrt? Why
would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to Warum? try to get things out of me? Soll das irgendjemand wissen? Moment, hat dich jemand geschickt, um mich aufzufragen? I'm not doing any private Ich mache nichts business on the Privates space auf dieser station. Raumstation. I have absolutely no knowledge of any special hiding Ja. places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. Ich mache nichts Privates auf der Raumstation. Ich habe keine Ahnung von besonderen Verstecken. Und ich habe bestimmt keine uralten Sachen, seltene Schätze oder auch rangierte Kuriositäten verkauft oder so etwas. Und das habe ich auch gar nicht gefragt. I'm not hiding anything at all. You're the sneaky one. What do you want? Ich habe nichts verbergen. Du schnappelst rum. Was willst du wissen? I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Ich sag dir nichts, solange du mir nicht sagst, worum es geht. Ja, ich habe gehört, dass es auf der Raumstation Probleme gibt. Oh, that. You got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. Ach das. Du musst ziemlich gute Kontakte haben, wenn du schon davon weißt. Nicht unbedingt Westen, aber okay. Auf der Raumstation herrscht Chaos. Es sind sowieso schon alle überfordert. Und jetzt tauchen auch plötzlich aus dem Mist diese kleinen Kreaturen auf. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Wenn du die Probleme lösen willst, solltest du dir die Lagerzone anschauen. Dann wirst du alles verstehen. Na dann. Ab zur Lagerstation. Ah, da unten seid ihr. Neu. Fehlt mir dazu nicht sogar noch? Nein, da hatte ich schon alles. Quatsch. There's so many people. This seems to be the place. Okay, was habt ihr angestellt? Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ronmei's life cultivation formula. Hey, rat mal, was ich habe. Man munkelt, dass das hier die vereinfachte Version von Ronmei's Formel für Kultivierung von Lebenswesen ist. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Ting Tu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it? Okay. Sie lautet 10 Karat Genialität, 1 Tonne Übung, 30 Partikel Sternenebene und ein paar Tropfen giftiger Likör von Frau Yu Ting Tu. Gerüchten zufolge wurde damit mal ein entsprechender Stuhl erschaffen. Kein besonders intelligenter Stuhl, aber er hat eine recht scharfe Zunge. Sie haben ihn zerlegt und als Feuerholz verwendet. Kannst du dir das vorstellen? Let's give it a shot, shall we? First things first, we need to pick out the ingredients. Lass uns das zuerst einmal ausbringen. Zuerst müssen wir die Zutaten sammeln. Der Mut, 2 Flaschen Caprocali am Stück trinken. We need to add some other good stuff in. But don't go overboard. Wir müssen noch ein paar andere gute Dinge zufügen, aber übertreiben wir es nicht. Emotionale Intelligenz. And now we mix them together. Wait! It says on the recipe, Ronmei makes different expressions when nurturing life. Und jetzt müssen wir das zusammen. Moment. Im Rezept heißt es, Ronmei zeigt bei ihrer Aufzucht von Lebensmitteln verschiedene Gesichtsausdrücke. Sie runzelt die Stirn. Yikes. Take a look at what you just Ja, cultivated. sieh dir an, was du gerade eben kultiviert hast. Es ist doch nur eine Schweinshaxe. Grunz, grunz. Ich habe ja schon. Schau dir die Störung an. Hm? Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. Schmelzkäsekuchen ist das Beste. Seine Einstellung ist ansteckend. Seine positive Stimmung hat sich auf uns alle ausgewirkt. What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. Wie lautet der Slogan nochmal? Erstens, hör auf dich zu beschweren und ändere deine Einstellung und verwende den leckeren Schmelzkäsekuchen,
um den Fluss der negativen Energie zu stoppen. 2. Energize yourself. Increase your capacity for Wo bin action ich hier rein? and walk on the path of molten cheese tarts absolute conviction. Zweitens, verleihe dir selbst Energie und erhöhe deine Aktionskapazität und folge dem Weg der absoluten Überzeugung des Schmelzkäsekuchens. Our creed, molten cheese tart is the best. Unser Motto: Schmelzkäsekuchen ist das Beste. Und was ist Schmelzkäsekuchen? Oh, praise be. You don't know? Molten cheese tart is Madame Ron May's top fan. This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ron May. Oh, das weißt du nicht. Schmelzkäsekuchen ist Frau Ron Mays größter Fan. Und das ist die Art, wie er predigt. Jene, die ihre Liebe geben, drücken ihre Bewunderung und Zuneigung für Ron May aus. Und was mit den Anhängern von Screwlum? Oh, let me tell you something. Mr. Screwlum's followers are all very logical, but they're just awaiting the arrival of the mechanical aristocracy. Das sage ich nur eins. Herr Screwlums Anhänger sind alle sehr logisch, aber sie warten nur auf den Beginn der mechanischen Aristokratie. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. Musst du so dämlich klingen? Da du so interessiert bist, werde ich dir verraten, wie du eine Audienz beim ehrenwerten Schmelzkäsekuchen erhältst. Dafür musst du dich sehr anstrengen. You need to plaster hearts wherever Madame Ron May has been. If you're sincere enough, the Honorable Molten Cheese Tart will show itself. Du musst überall dorthin, wo ein Ron May gewesen ist, Herzen platzieren. Wenn du ehrlich genug bist, wird sich der ehrenwerte Schmelzkuchen zeigen. Ihr spinnt doch. I heard Madame Ronmay is very picky when it comes to snacks. Do you know what her favorites are? Ich habe gehört, Frau Ron May ist sehr wählerisch, wenn es um Snacks geht. Ha, weißt du, was sie will? Frisch gesalzenen Pflaumenkuchen. I don't know about her, but I love fermented herring. Ah ja, stimmt, das kann ich nicht sagen. Das heißt, ich sollte immer über sie reden. Keine Ahnung, aber ich liebe fermentierte Heringe. So, I really can't say anything about her. Ich kann also wirklich nichts über sie sagen. Did I ask about your favorites? Also, that's disgusting. What's wrong with you? I don't know about her, but I love fermented herring. Did I ask about your favorites? Also, that's disgusting. What's wrong with you? Wollte ich das denn wissen, was du magst? Zunächst mal, das geht doch widerlich. Was ist falsch mit dir? Kann ich noch mehr von ihr sagen? Ich will noch mehr Mist über sie labern. Researchers here have heard so much about her for so long. Nee, Mitglied 81 Geniusgesellschaft. Ein äußerst klangvoller Name in der Wissenschaft über eine Koryphäe im Bereich der Kultivierung von Lebensformen. Die Forscher haben ihr schon sehr viel über sie gehört. But once she arrived on the space station, she just took over everything. And what did Madame hurt to do? Absolutely nothing. Aber als sie auf die Raumstation kam, hat sie einfach alles übernommen. Und was hat Hertha gemacht? Gar nichts. Gar nichts. Hertha verwirrt Ron May. Never fear, the galactic baseballer is here. Yes! Never fear, the galactic baseballer is here. I can't even say that. Möchtet ihr euch nicht, die galaktische Spaceballerin ist hier. Ich kann nicht mal das sagen. Yep. Quatsch. Ron May likes to listen to the space station radio during her research. Ron May hört während der Arbeit gerne das Raumstadionradio. Some of us younger researchers are her super fans. We're always scanning different frequencies to find out what her tastes are. Do you know her favorite tunes by any chance?
Einige von unseren jungen Forschern sind Riesenfans von ihr. Wir hören ständig verschiedene Frequenzen ab, um herauszufinden, was ihr so gefällt. Weißt du zufällig, was sie mag? Oh Gott, ich kann nur falsche Antworten geben. No, I Keine don't. Ahnung. I just listen to comedy skits. Ich höre mir immer Comedy-Sendungen an. So, I really can't say anything about her. Yep. As expected. You look like you belong in a comedy skit yourself. Überhaupt nicht. Es sieht so aus, als ob du selbst in einer Comedy mitspielen würdest. Aktuell ja. Hallo Kupix Icon. Yep, willkommen im Stream und es gibt ein neues Event. Beziehungsweise ich glaube, entweder war gestern Abend oder heute Morgen der Patch dafür. Wobei, welchen haben wir heute? Mittwoch oder dort? Ja, Mittwoch. Da sollte es eigentlich heute gewesen sein, dass der nächste Patch raus ist mit den neuen Events. Daher, um das kurz zu zeigen, hier die neuen Missionen und das Event, was aktuell ist. Und noch weitere Sachen, die mit Universumsimulation dazukommen. So, Spulgravity im Zielgebiet in Übereinstimmung mit den verschiedenen Anforderungen. Ich klicke hier für den Graffiti-Typ. Klicke hier. Okay. Mal so viel Likes wie du kannst. Okay. Oh, da ist er. Und Mays Schöpfung hüpft auf den Tisch. So this Also das ist is the little life form Run May made? das ist die kleine Lebensform, die Juan May erschaffen hat. Es ist für Krone. In weiß. Dem Tier taucht wie aus dem Nichts ein Forscher auf. I am humbled to meet the molten cheese tart. Wait, was? Ist mir eine Ehre, Schmelzkäsekuchen zu treffen. Oh no. Gut, werde ich mir auch noch heute wieder zu rochen. Ja, mach das, Kupex. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Ihr spielt doch alle. Was steht du noch herum? Oh, verstehst du den ehrenwerten Käsekuchen nicht? Das ist nicht schlimm. Keine Sorge, speziell für solche Situationen haben wir den Synesthesie-Lagerfeuer entwickelt. Dann aktiviere das mal. Wakaka, I'm a genius among geniuses. Nein, bist nicht. Wakaka, ich bin ein Genie unter Genies. Es ließ doch tatsächlich meine Stimme erklingen. Alright, wait. Wakaka, I'm a genius among geniuses. So, Wakaka, I'm a genius Ja, among es geniuses. ist der Trailblazer, der es selbst sagt. Wuff, wuff, wuff. Lass es doch an. That was way too risky. Das war viel zu riskant. Schnurr. Oh, molten cheese tart says Madame Ranmei has finally recognized my ingenuity. Spätzkäsekuchen sagt, Frau Juan May hat meine Genialität endlich eingesehen. Molten cheese tart says, does Madame Ranmei recognize me as a masterpiece? Erkennt Frau Juan May mich jetzt als Meisterwerk an? Molten cheese tart says, Madame Ranmei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic molten cheese tart. Oh Gott. Frau Juan May betrachtet mich immer noch nicht als eine Lebensform, die die Voraussetzungen erfüllt. Ich muss mich mehr anstrengen. Ach, so ein enthusiastischer Schmelzkäsekuchen.
There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ronmei. Es wird die Zuneigung für die Schöpfer zum Ausdruck gebracht. Für die Welt bist du nur jemand, aber für mich bist du die Welt, Frau Ronmei. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? Darf ich die Forscher hauen? Ja, genau du. Du willst denn gar nichts zu Schmelzkäsekuchen sagen? Du solltest zumindest erwähnen, dass du dem Schmelzkäsekuchen folgen würdest. Wir sollen dich ja nicht etwa für einen Spion der Graubohnenpaste halten. Du kannst Ronmei unmöglich schmecken. You heartless dessert. Du herzloses Dessert. I almost forgot. I can't say anything about Ronmei. Was hätte ich vergessen? Ich kann nichts über Ronmei sagen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Deshalb habe ich es gewählt. Sei still. Oh, the Honorable Molten Cheese Tart may have a crispy exterior, but deep down inside, it's incredibly sensitive and delicate. Der ehrenwerte Schmelzkäsekuchen mag auch knuspriges Äußeres haben, aber tief im Inneren ist er unglaublich sensibel und empfindlich. Ja. It's working so hard just to get Madame Ronmei's attention. Er arbeitet, es gibt sich solche Mühe, nur um Ronmeis Aufmerksamkeit zu erregen. You see, the Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. Du musst wissen, dass der ehrenwerte Schmelzkäsekuchen immer schon nach Geschmackskampf gegen die Graubohnenpaste gerührt hat. Der ehrenwerte Schmelzkäsekuchen glaubt fest daran, dass die Leute ein optimistisches Leben führen müssen. They both hope to receive Madame Ronmei's recognition and have been working so hard. Beide buhlen um Frau Ronmeis Anerkennung und geben sich solche Mühe. Wie hat Ronmeis Dessert zu einer Lebensform gemacht? You need to call it the Honorable Molten Cheese Tart. Du musst es ehrenwerter Schmelzkäsekuchen sagen. Nein. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tart's remarkable qualities, why hasn't Madame Ronmei acknowledged it? It's clear that it yearns for her love. Weil ihr wahnsinnig seid. Das Ganze ist ein großes Rätsel. Trotz der bemerkenswerten Qualitäten des Schmelzkäsekuchens hat Frau Ronmei ihn noch nicht anerkannt. Warum nur? Es ist auch offensichtlich, dass er nach ihrer Liebe sehnt. Und was für eine Liebe wäre das? Love from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. Die Liebe der Schöpferin für ihre Geschöpfe, Familienliebe, klingt nicht so richtig. Romantische Liebe, auf keinen Fall. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Von mir zu erwarten, die Liebe zu verstehen, ist so, als ob man mich auffordert, eine Karte der entferntesten Winkel des Universums anzufertigen. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. Merke dir, solange die Liebe ein Kompass ist, bist du auf dem richtigen Weg. Und um es mit den weisen Worten des ehrenwerten Schmelzkäsekuchens auszudrücken, Liebe muss immer und überall herausposaunt werden. Kann ich mich mit Schmelzkäsekuchen allein unterhalten? That depends if the Honorable Tart agrees to it. Das kommt darauf an, ob der ehrenwerte Käsekuchen dazu bereit ist. Habe Honkai nach 120 Stunden fast alles gemacht. Mir fehlt nur ein Ethereumskrieg und den Quest komplett erfüllt. Dann kommt das neue Event dran. Okay? Schnurr, Schnurr. Oh?
Honorable Molten Cheese Tart has agreed. Der ehrenwerte Schwertkuchen ist einverstanden. Du versuchst uns mit Schöpfung zu kommunizieren und sie wegzuschaffen. Ich habe eine Nachricht erhalten, na dann. Du kannst diese kleinen Wurfer hier reinschwerfen. Das ist ein Witz. Oder? Kein Witz, mein voller Ernst. Es ist eine Einbahnpassage und das andere Ende mit der Lagerzone verbunden. Sehr sicher. Oh Gott, ihr spinnt doch alle. Müssen wir uns die graue Bohnenpastete dann auch noch holen? Halt, ist ja sogar hier in der Gegend. Wow, ach so, das meint ihr, in die Kloschüssel damit. Du stellst fest, dass Ron Mays Schöpfung nicht hineinpasst. Schnurr. Er ist geschrumpft. Ihre unschuldigen Augen werden ganz groß. Du musst ihr jetzt erklären, dass das hier nötig ist, um sie zurück an Ron Mays Seite zu schicken. Gestehe, warum sorgst du für Ärger auf Raum? Gestehe, magst du Schmelzkäsekuchen? Schnurr. Offenbar glaubt sie, dass diese Geschmacksrichtung glücklich machen kann. Oder ist das ein Mülleimer? Offenbar ist er verbittert darüber, dass sie eine unqualifizierte Lebensform ist. Offenbar will sie unbedingt Großes erreichen. Sie will ihre eigene Philosophie vollständig ausleben und fordert dich auf, ihr zu folgen. Du musst entschlossen bleiben und glauben, dass das der beste Ort für diese Lebensform ist. Vorsichtig den Teleporter aktivieren. Viel Spaß, aber ich will mich ja nicht zu viel sparen lassen. Kein Problem. Sia, Pupex und Watch. Ron Mays kleine Lebensform wurde unbarmherzig das Klo hinuntergespült. Sie wird sicher in die Lagerzone transportiert werden. Ihr spüren Lebensform. Was für falsch bei euch? Irgendwelche Fortschrittshammer? Ah, Entschuldigung die Unterbrechung. Komm erstmal zurück. Es gibt einen Notfall, der deine Hilfe benötigt. Hat das mit Graubohnenpastete zu tun? Also, was hast du jetzt angestellt? Oh, das ist halt das Büro. Hey, One May, was hast du jetzt angestellt? You're here. Da bist du ja. Herta called Screwlum and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply and Herta didn't seem to want to wait any longer. Herta Skrillum und mich auf die Raumstation gebeten, um einige wichtige Dinge zu besprechen. Sie hat auch Steven eingeladen, aber er hat nicht geantwortet. Herta wollte offensichtlich nicht länger warten. Ja, das ist schon mehr die Herta, die ich kenne. And now, Und jetzt I wish for you to attend this meeting with me. möchte ich, dass du mit mir zu diesem Treffen kommst. Warum ich? I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Ich will nicht, dass sich Herta über diese alberne Angelegenheit den Kopf zerbricht, auch wenn es ihr vermutlich so ziemlich egal wäre. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. Nur für den Fall der Fälle, ich möchte jemanden an meiner Seite haben. Also dich. Help me. Hilf mir, das ist keine große Sache. Merk nur eins. My secret Hüte mein stays with you. Geheimnis. Don't pry too much and keep your expressions in check. Stell nicht zu viele Fragen und behalte deinen Gesichtsausdruck unter Kontrolle. Einverstanden. Let's go. Los geht's. Also, wie schnell kann ich Fragen stellen? Hi, Ron May. I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. Hallo One May, ich habe dich schon erwartet und du bist auch hier? Ihr beide scheint ganz gut Freunde geworden zu sein. It's good to see you, madam. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Freut mich, dich zu sehen. Logik, die Zusammenkunft ist früher eingetreten, als meine Berechnungen vorhergesagt haben. Though you weren't invited, I welcome you
to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Du warst zwar nicht eingeladen, aber ich heiße dich trotzdem willkommen zu diesem historischen Ereignis. Wie lange ist es her, dass 3 Genies in einem Raum zusammengekommen sind? Und wie lange wird es dauern, bis das wiederkommt? Und warum holen wir nicht Asta her? Dann haben wir auch noch 4 davon. Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Positiv. Abgesehen von unseren Diskussionen in der Universumsimulation sind unsere Interaktionen rar gesehen. Ich freue mich auf innovative Ideen, die aus diesem Treffen großer Geister hervorgehen. Jubeln! Das geht besser. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. Ich will gleich zum Thema kommen. Ich finde es an der Zeit, einen anderen Partner für die Universumsimulation zu finden. You wish to kick Steven out? Du willst Steven loswerden? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Oh, whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Natürlich nicht. Steven möchte sich nicht einmischen, hat nicht abgestimmt. Naja, wie auch immer. Ich respektiere, wie andere Leute leben wollen, aber er hat keine Möglichkeit mehr, hier mitzuentscheiden. Question. Are we introducing a 5th partner for the simulated universe? Frage. Nehmen wir noch einen 5. Partner für die Universumsimulation an Bord? Yes, a Ja. 5th genius. Ein 5. Genie. Wieso hast du es dann so formuliert, dass wir ein anderes statt ein neues? Hertha? The reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? Der Grund für unser Treffen sollte jedem klar sein. Warum sollten solch brillante Köpfe zusammenkommen, wenn nicht wegen der Antwort? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar will definitely give a response. Dem Geheimnis der Äonen kann sich niemand entziehen, nicht einmal Xander. Wir werden mit Sicherheit eine Antwort bekommen. What if the responder is Polka Kakamond? Und was ist, wenn uns Polka Kakamond antwortet? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herda, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. Das sieht gerade ein bisschen sarkastisch an. Wer ist Polka eigentlich? Das wäre großartig. Hey, Lord der Stille, hörst du zu? Ich bin Mitglied 83 Hörter und ich möchte dich kennenlernen. Ich glaube dir und es gibt eine Menge, über das ich mit dir reden möchte. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Ich glaube nicht, dass wir von Polka Kakamond hören werden. Sie ist schon eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. Wahrscheinlichkeit, Mitglied 64, Dr. Primitiv könnte erscheinen. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. Auf keinen Fall. Bei Dr. Primitivs fragwürdigen Forschungsmethoden und seinen Ärger mit der Galaxie Angra macht die IPS sicher einen Medienzirkus draus. Er soll sich verziehen. Mir wäre es lieber, wenn die Universumsimulation skandalfrei bliebe. What about you, Ching-Tu? Are you still in touch with her, Ron-Mei? Is she still alive? Was ist mit dir, Ching-Chu? Hast du noch Kontakt zu Ron-Mei? Ist sie noch am Leben? Can we ask her to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. Ich muss überlegen, du bist gar nicht Ron-Mei, oder? Other people's time. Ich muss mir nochmal... Ich glaube, ich sollte mir nochmal das Scene anlegen, weil ich glaube, das ist dann nicht Ron-Mei. Könnten wir sie hinausbitten, während wir dieses Thema sprechen würden? Es wird lange dauern und ziemlich langweilig sein. Kein Grund, die Zeit von anderen Leuten zu verschwenden. Of course. Natürlich. You brought her in after all.
it's up to you. Du hast dich schließlich mitgebracht, also liegt es an dir. All right. Let me walk you out. Also gut, lass mich dich rausbringen. Sie hat gerade eben deine Deckung. What the heck is this? Was zum Geil ist das? Seems like a programming error. Sieht wie ein Programmierfehler aus. This fragment of May. Have you seen it in the simulated universe before? Hast du dieses Fragment von May schon mal in der Universumssimulation gesehen? Du no, also gleich mal bei Nein. It's probably an isolated glitch. Es ist wahrscheinlich nur ein einzelner Fehler. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, May? Na gut, ich bin es schon gewohnt, solche Dinge zu ignorieren. Das macht das Leben einfacher. Mich interessiert allerdings, wirst du ihn drin lassen, May? I probably will. Wahrscheinlich schon. Indicate she likes this occurrence. Laut den Aufzeichnungen gefällt Hammer dieses Vorkommnis. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want. In Ordnung, solange es dir bei deinen Forschungen hilft, kannst du tun, was immer du willst. Come along. I'll see you out. Doch, das ist May. Weil sie gerade anders genannt hat, hat mich das gerade irritiert. Daher, weil sie ihr gerade eindeutig einen anderen Namen gegeben hat. It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems I'll have to stay put for a while. So, zum Glück war es nur ein kleiner Schrecken. Trotzdem bekomme ich bei dieser langen Sammlung immer noch Kopfschmerzen. Ich glaube, ich muss eine Weile ausruhen. I see that you've recovered the life form in the master control zone. Thank you. Wie ich sehe, konntest du die Lebensform in der Hauptkontrollzone bergen. Vielen Dank, gut gemacht. Gibt es etwas, das ich dich hören soll? No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam the space station. Nein, das verstehst du falsch. Es könnte nur sinnvoller für dich sein, die Raumstation zu erkunden, während Herta bei der Versammlung ist. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. Es gibt ein paar Dinge, die ich dir sofort sagen muss. Wenn ich bis zum Ende der Versammlung warte, dann ist es vielleicht zu spät. The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Die Währung meiner Lebensform ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt mehr als nur eine und manche davon sind in einer verschlossenen Zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public. Herta nutzt diesen Ort, um Besucher von anderen Sternen oder Mitgliedern der Genius-Gesellschaft zu empfangen. Wegen der Invasion der Legion ist er jedoch nicht mehr öffentlich zugänglich. And now my headache is stored there. Und jetzt sind auch meine Kopfschmerzen dort. Und Herta hat dir also nicht erlaubt, diesen Ort zu nutzen? She gave me permission and said no more. Sie hat mir die Erlaubnis gegeben und nichts dazu gesagt. I'm giving you my access card. Give me your hand and I'll input your fingerprint into it. Ich gebe dir meine Zugangskarte. Reich mir die Hand und ich speichere deinen Fingerabdruck ab. Stay vigilant, assistant. Bleib wachsam, If Dame. you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. Wenn du einer Gefahr begegnest, die viel zu viel für dich ist, gib mir einfach Bescheid. Ich komme zur Hilfe, koste es, was es wolle. Remember, Denk dran. there's a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. In der Mitte der Zone ist ein riesiger Inkubator. Cubey? Dort drin sind meine Kopfschmerzen gelagert. Cubey, sind deine Kopfschmerzen? Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. Komm zu mir auf die Bahn. Wenn du fertig bist, komm zurück auf die Bahnplattform. Dann wirst du alles verstehen. Wenn ich gerade überlege, das hier ist doch... Was ist das für ein Gebiet? Halt, hat das Gebiet? Nein. Hier. Hey, da ist ja eine Hertha-Puppe. Immer noch aktiv. So. Und von dort sollte ich dann also dorthin kommen. Ja. Like.
Ihr habt vergessen, die Stromrechnung da zu bezahlen. Alarm, Alarm, Alarm. Tja, da scheint was schief zu gehen. Aber kann ich von hier wieder raus? Yep. Das war nur ein kurzer Test. Ich kann da jederzeit wieder raus. Und auch einige Schätze. Na dann. So. 1. I didn't expect to find this Sorry. here. Ich finde geheimnisvollen kleinen Roboter. Den da, der so ein bisschen beschädigt aussieht. Ne, dann haben wir nicht noch eine Truhe. Und bam. Ey, kleiner Roboter. Bzz. Reisreste, Beraterroboter. What's up with this unit? It looks different from the one in the master. Was ist mit dieser Einheit los? Sieht anders aus als die aus der Hauptkontrollzone. Buzz, Madam Herta, open zone. Buzz, to welcome alien species, galactic visitors. Meine Hertha öffne Zone zu begrüßen, außerirdische Lebensformen, galaktischer Besucher, High risk zone. Buzz, Hochriss, service staff, Risikozone, inorganic life forms. Servicekräfte, anorganische Lebensformen. Permission status. Madam Ron May. Permissions granted. Madam Herta. Fine. As long as it keeps her happy. Buzz. Zutrittsstatus, Madame Juan May zutrifft, gestattet. Madame Herta, na gut, solange es sie glücklich macht. Und wozu dient diese Zone? Class 1 clearance zone. Class 1 Abfertigungszone. Many esteemed guests. Buzz. Viele geschätzte They Gäste, include dangerous persons. möglicherweise gefährliche Personen darunter. Storage for Madam Herta's dangerous curios. Lagerzone für Madame Hertas gefährliche Kuriositäten. Madam Ron May's cultivated life forms. Madame Juan May gezüchtete Lebensformen. Welcome. Buzz. Herzlich willkommen. Visitor. How can Wie I kann ich help? dir helfen? Karte. Basement 1. Erste Keller. Durchgangsstation. Basement 2. Shuttle. Incubator. Dangerous curio storage. Zweiter Keller. Shuttle Inkubator. Lager für gefährliche Kuriositäten. Corridor. Korridor. Danger. Gefahr. Buzz. Welcome. Visitor. What do you need? Herzlich willkommen. Was brauchst du? Wo finde ich den Inkubator? Ich möchte das Besucherprotokoll sehen. Madam Ron May. Frau Buzz. Juan May. Alien species. Außerirdische Lebensformen. That is all. Das ist alles. Okay, außer uns ist dort angeblich nichts. Angeblich. Ich traue dem nicht. Hallo, Truhe. Fährt automatisch. Oh, ja, der fährt automatisch. Wie lange fährst du automatisch? So, erst wieder Truhe. Beim Blick nach unten bekommt ihr plötzlich ein starkes Gefühl der Beklemmung. Du ballerst als schweigen die Fäuste zusammen. Ein echter Rollenspieler. Ach, sind die anderen etwa nicht echt? So, erstmal die Seite, in die ich nicht soll. Die allerdings eh so oder so zu ist.
Aber hier sieht schon ein gutes Stück anders aus als beim Rest von Hertha-Stationen. Ein gutes Stück anders. Und auf damit. Da ist definitiv noch die gleiche Station, aber definitiv ein bisschen anders. Speziell die Gänge. The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. Der Brennstoff für die Phasenflamme ist faszinierend. Leider ist sie verschwunden, bevor die Forschung beendet werden konnte. Ich versuche es erneut. The growth status of the two samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. Diesmal ist das Wachstum der 2 Exemplare vielversprechend. Ich habe meine persönlichen Vorlieben einfließen lassen, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie das Ergebnis sein wird. They simultaneously possess two sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive. Yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Sie besitzen zwei Gruppen emotionaler Eigenschaften gleichzeitig. Einerseits sind sie niedlich, schwach, sentimental und empfindlich. Andererseits sind sie auch wild, aufrührerisch, fordernd und selbstbewusst. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of a baby towards its mother. Life towards sustenance, or the peculiar bond between humans. Interessanterweise besitzen sie auch eine Art Veranlagung, eine Sehnsucht nach ihrer Schöpferin. Sie manifestiert sich als eine natürliche angeborene Emotion, ähnlich der, die ein Baby zu seiner Mutter gegenüber empfindet. Nahrung zur Lebenserhaltung oder eine besondere Verbindung zwischen Menschen. What's that sound out there? Hä? Was ist das raus für ein Geräusch? Ich höre nichts, außer du meinst vielleicht das Ingame weinen. Oder jaulen? Da drin? Au! Au! Es ist Pudding. This is the headache Runmei mentioned. Das sind die Kopfschmerzen, die Ruanmei erwähnt hat. It's just a different flavor. Es ist nur eine andere Geschmacksrichtung. Sie nennt sich selbst Graubohnenpaste. Versteckst du dich im Nachttisch? Au. Sie behauptet, mit seiner Hülle verbunden zu sein. Sie sieht ziemlich verzweifelt aus und weint wie ein Wasserfall. Okay, dann aktivieren wir das Leuchtfeuer. Schutzzucht. I'm not one of Runmei's recognized works. Ich bin keines von Runmei anerkannten Werken. Too much negative energy. Don't like negative energy. Zu viel negative Energie. Ich mag keine negative Energie. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Runmei. Runmei. Sie scheint tiefe Reue zu zeigen und ihre Augen schimmert Verbitterung. So als ob sie nach Runmeis Anerkennung sehnt. Warum bin ich so ein Versager? Du schaust Runmeis Schöpfung an. Sie scheinbar immer noch traurig darauf wartet, dass Runmei sie abholt. In deinem Herzen regt sich etwas Mitleid. What's that noise? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Es folgt mir. It'll be okay. Alles wird gut. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in?
Ich muss einen Platz für dieses kleine Ding finden. Dieses Geräusch scheint aus dem verschlossenen Raum zu kommen. Wie komme ich dort hinein? Du hast einen Baseball. Hau drauf. Ja. Oh Gott. Der hat keinen Charakter. Oh Gott, das kenne ich irgendwoher. Ich will jetzt zwar gerade nicht einfallen, woher, aber ich kenne das Lied. Was es gerade miauen wollte. Oder miaut hat. Bam, auf mit dir. Oh. Ist das fliegende Schwein? Wait. Sind das nicht die Insekten? Ist das nicht der Schwarm aus der Reanimation? Der angeblich ausgestorben ist? Okay, ihr habt sie wiederbelebt. To betray my customers, I charge extra. Ja, so sind die. Und der ist gebrochen hinüber. Bam. Time to say bye. Und der letzte hinüber. Not even thanks. Und drehst du nicht um und siehst uns an. Oh Gott. Die Viecher tarnen sich. Wahrscheinlich muss ich sie nicht mal bekämpfen. To betray my customers, I charge extra. Es werden immer mehr. So devils, I'll crush them all. Let's see some sparks fly. Bam. So, der erste ist gebrochen und macht bumm. Aber hier kann ich zumindest doch direkt mit rauskommen. Time to say bye. Boom. Bam. Bam. So, das sollte alle erledigen ohne Probleme. Wenn sie mal in einer Reihe explodieren, explodieren sie in einer Reihe. Okay, da komme ich nur nicht rein. Oh, noch mehr von euch. Alle süße Pullinge. Heiß überhalten. You're here Boy. too? Seems like this is the other end of that one-way path. Ja, das heißt, es fehlt nur Graubohnenpastete. The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, Die letzten Tage, die das Mitglied der Gesellschaft 23 Acha in der mechanischen Stadt verbracht hat, hat mir gezeigt, dass auch ein langes Leben wie ihr es nicht unendlich ist. I'm now certain that the outcome of this cultivation Jetzt bin ich mir sicher, dass das Ergebnis dieser Züchtung ein Fehlschlag ist. life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. Es gibt tausende verschiedene Formen von Leben, deshalb ist die Form
an sich nicht wichtig. These life forms are very advanced in their own concepts and can even trigger chain reactions such as synesthesia. But that is not what I desire. Die Lebensformen sind auf ihre eigene Art ziemlich weit entwickelt und können sogar Kettenreaktionen wie die Synästhesie. Was würde ich kann es nicht mehr brauchen. Synthese? Nein, das war anders als Synthese. Egal, auslösen. Aber das ist nicht das, was ich will. I'm starting to feel lost. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Question, what is the essence of life? Never had an answer. Wie, For one, Sandar, have you ever felt this lost? vielleicht gab es nie eine Antwort auf die Frage, was ist die Essenz des Lebens? Mitglied Nummer 1, Sander. Hast du dich jemals so verloren gefühlt oder resigniert? Nebenbei, kann ich hier runter? Ja. Einsammeln. Warnung, Kurzversion. Ich glaube, für ihr ist es eigentlich gar kein Buff. Egal. Bam. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Und erstmal dafür, dass ihr alle schön Platz abkriegt. Wait, ist das ein Suizidbomber? Ich glaube, das könnte sogar ein Problem sein. Bam. Ja, war es. Nicht umfallen. Und fallen hoch. Danke. Stand still. Und brechen am besten direkt aus, damit er nicht noch explodieren kann. Oder du hast auch gut, da werden die Dots das erledigen spätestens. Time to say bye. Boom. 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 Devils! I'll crush them all! To betray my customers? I charge extra. Don't get cocky! Ich wieder auf die gleichen drei. Warum keine... Time to say bye. Die überhaupt... Ach, ich glaube, wir hatten noch nicht mal Punkte dafür. Boom. Bam. Bam. Didn't hurt. Gotta keep fighting. I'm gonna hold everyone back again. Give me strength. Ja, gut, das ist jetzt eh hinüber. Ich will auch, dass die schnell genug explodieren. Time to say bye. Boom. To betray my customers? Und sich nicht noch weiter metamorphen. Bam. Gut. Das ist aber etwas ein Speicher. Nicht ein Speicher, na, erstmal reichhaltiger Schatz, Meteorstiefel, definitiv unnütz als lila, aber die Dias nehme ich trotzdem mit. So, wieder für Bedingung für Luca, ich bin schon auf dem Weg. Are you telling me to keep going? Anscheinend.
dann machen wir an. Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. Das Leben ist zahllos und tritt in verschiedenen Formen auf. Daran glaube ich fest. Seine Schönheit gleicht einem Meer aus Blumen und ich möchte diejenige pflücken, die niemals welk wird. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Die Struktur aller Dinge scheint von außen immer komplex und bezaubernd, aber ihre Essenz im Inneren scheint einfach und schlicht zu sein. Nicht ist. Wenn wir die Dinge zu einem Anfang zurückverfolgen, dann reicht eine einzige Gleichung, um das Geheimnis alles Lebens zu entschlüsseln. Ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. It was all very simple. Seitdem ich ein Kind war, habe ich schon immer Freude daran gefunden, die Eigenschaften mikroskopischer Geschöpfe zu beobachten. Zum Beispiel die Geschwindigkeit, in der Amöben, Schleimpilze Objekte verschlingen. Auch mit der makroskopischen Welt habe ich mich gründlich beschäftigt und dabei die Entwicklung des Universums bis heute erforscht. Es war alles ziemlich einfach. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. Ich möchte die wahre Essenz des Lebens entdecken, das alle Lebenswesen besitzen, ohne es zu wissen, egal ob es sich dabei um eine Materialexistenz handelt oder um ein unbekanntes Wesen jenseits der physischen Welt. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ran-Mei be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? Um der Wissenschaft blind zu vertrauen müssen, habe ich vorsichtig nachgefragt. Ist Ran-Mei in der Lage, äußere Einflüsse zu entfernen? Kann sie die ursprüngliche und schönste Form der Existenz des Lebens enthüllen, so wie man eine Koordinate bestimmt? Ist jetzt eine Person von dir? Ich dachte an eine Lebensform, die wirklich außerhalb meiner Reichweite liegt. Und zwar... Ja. Okay, die greifen instant an, wenn sie da rauskommen. Ja, ich wollte schon wissen, man darf nicht angreifen. Oder wann dürfen sie angreifen? Warum hat man eh nichts, meine Schwächen? Absolut nichts. Stand still. Gott, die vermehren sich jetzt bis zum geht nicht mehr. To betray my customers, I charge extra. So, das auf alle. Time to say bye. Der große. Bam. Das war's mit euch. Did I win? Not even a thanks. So, jetzt aufmachen mit dir. Glück hat hier wir noch mal so einen von den Robotern, aber der ist noch ganz. Aufzeichnungen lesen. Die Stimme war maßgeblich davon beeinflusst, wie lange man sich im Licht aufhält. Im Sternenlicht zu baden hat
sich als effektivste Methode erwiesen, um negative Emotionen zu verringern. Sounds fitting. Passt. Graubohnenpaste platzieren. Ach, das ist Graubohnenpaste. Stay here for a bit. Warte hier eine Weile. Tür geht auf. Did something just open? Hat sich gerade etwas geöffnet? Ja. Ist sie... Ja. Hier sind so einige jetzt drinnen. Wir haben euch einfach mal alle da rein gepflanzt, oder? So, pass auf. I didn't expect to find this here. Okay, das kann ich gerade nicht nutzen. Würde mich das wieder zum Anfang? Yep. Das würde mich wieder zurückbringen. Ich bin einmal im Kreis. Halt. Erstmal du. Und erstmal du. Hidden room. Buzz. Versteckter Raum. Zutritt nur für Ron May. Please submit your ID. Bitte persönliche Daten angeben. Ron May Karte zeigen. Permissions granted. Zutritt Buzz. gestattet. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. 2. Inorganic lifeform companionship chat Du brauchst service. folgenden Diensten auswählen. Erstens vergangene Inkubationsaufzeichnungen überprüfen. Zweitens Chatdienst für Begleitung anorganischer Lebensformen. Erstmal ein Chatdienst. This function has been damaged. Diese Funktion wurde beschädigt. Ja, dann eben der Inkubator. Is this? Was ist das? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. Ich dachte an eine Lebensform, die wahrlich außerhalb meiner Reichweite liegt. Der Schwarm? And that is an emanator. Und das ist ein Emanator. Gesundheit. I cannot comprehend what an emanator is. Ich verstehe nicht, was ein Emanator ist. Scholars view them as the executors of the Eon's power. So, when did it begin? And at what point did they become closer to the Eon than any other life form? Gelehrte betrachten sie als diejenigen, die die Macht der Äonen ausübten. Also wo war der Anfang und wann haben sie sich so fest mit den Äonen verbunden, dass sie wie keine andere Lebensform? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. Zuerst habe ich versucht, ein Genie zu erschaffen. Ich hatte keinen Erfolg. Es gibt noch keine Antwort auf die Frage und vor mir liegt noch ein langer Weg. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Diese Gelernsamkeit ist jedoch nicht der einzige Pfad im Universum. Wenn wir die Logik mal beiseite lassen, gibt es vielleicht noch primitivere und reinere Emanoren auf anderen Pfaden? Of course, Natürlich. there would be hazy Ronda. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. Okay, tierrahme Gesundheit. Ich konnte den Anfang und das Ende des Schwarmkatastrophe durch das Universum-Simulation sehen und dabei Daten über den Imperator Insectorum samt Nachkommen sammeln. Die konnte ich replizieren und pflegen und so eine brandneue wissenschaftliche Disziplin schaffen. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Das ist eine logische Entscheidung. Ich werde mit Sicherheit Erfolg haben. Das Wesen, das ich nachbilde, wird zu nie dagewesenen Leben erblühen. Will Herta and Skrulum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, Ob Herta und Skrillum diese Experiment wohl gefallen wird, ist wahrscheinlich nicht. Also, bevor sie merken, was ich tue, must hurry my work, as well as find a fitting assistant. ich muss mich mit meiner Arbeit beeilen. Außerdem brauche ich einen geeigneten Assistenten. Permission granted. Zutritt gestattet. Select from the below services. 1. Check visitor records. 2. Open incubator entrance. Bitte aus folgenden Listen auswählen. Besucher aus Aufrufe oder Inkubatoren-Eingang öffnen. Wahrscheinlich beschädigt. Madam Ron May. Buzz. Auch Ron May. Aliens, Außerirdische species, Lebensform. man with plaster head. Buzz.
Mann mit Gipskopf. Seems like there's something new. Schade, das hier ist etwas Neues. Wer ist der Mann mit Gipskopf? Permission granted. Zugang gestattet. That sounds coming from above. Dieses Geräusch kommt von oben. Die kommt von oben. Die Tür wurde geöffnet und noch jemand ist hier unten drin. Wer zur Hölle ist der Gipskopf? Okay, wir haben hier noch mehr von... Um einen von denen werde ich nicht drum herum kommen. So devils, I'll crush them all. Out of it. Let's see some sparks fly. Und erstmal einen Explosionsangriff unterbrochen. Ouch. To betray my Und jetzt haben customers, wir sind 4 zu 5. I charge extra. Oh Gott, bis sie wieder dran ist, dauert das. Zumindest bist du jetzt aus dem Weg. Bitte irgendjemand bitte Kappa, danke. Angreifen. Erster explodiert, zweiter explodiert, dritter explodiert, vierter explodiert. Reicht das für den 5. Ja. Und die zweite war nah genug dafür dran, okay? So devils, I'll crush them all. To betray my customers, I charge extra. Diese kann sich der große überhaupt modifizieren, wenn nicht, dann ist schon eine richtige Entscheidung, erst auf den zu gehen. Time to say bye. Go. Bam. Bam. Did I win? Did I win? Not even thanks. Ja, hier gibt es mindestens noch einen verschlossenen Raum, in den ich noch nicht durfte. Dann fahren wir mal wieder nach oben. Also Gipskopf, wo bist du? Oder bist du schon vorgelaufen? Da ist jemand. There's someone in the distance. Here, a genius move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. Er spielt mit sich selbst. Hallo. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. Ist das dann nicht dieser Dr. Radio? Weißt du auch das Zeichen? Die Zeit läuft. Fahr mit dem Fahrstuhl nach unten. Dort befindet sich, was du suchst. Und warum bist du hier? Have you considered whether the answer to your question will be of any relevance to our current predicament? Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob die Antwort auf deine Frage überhaupt für unser derzeitiges Problem relevant ist? Nö. If a question is of no help, then don't ask it. Time is clearly precious to the both of us. Wenn eine Frage nicht hilfreich ist, dann stell sie nicht. Die Zeit ist für uns beide wertvoll.
Wie auch immer. Bitte lass mich etwas klarstellen. Ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß. This was not my intended destination. I just happened to find my way here during my visit and saw what she was up to. Ich weiß genau, wer du bist und ich weiß, dass du in Ruan Mays Auftrag handelst. Ich wollte eigentlich gar nicht hier landen. Ich bin nur zufällig während meines Besuches hier vorbeigekommen und habe gesehen, was sie vorhatte. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, I will be forced to prevent some avoidable misfortunes. Meine Ziele sind ähnlich wie deine. Da du hier bist, werde ich nicht eingreifen. Aber wenn du scheitern solltest, bin ich gezwungen, einige vermeidbare Unglücke zu verhindern. Das ist alles, was du wissen musst. Nur 2 Absätze. Sehr effektive Kommunikation. Warum hast du einen Alabasterkopf? Because I can't bear to see idiots. Of course, they wouldn't want to see me either. Weil ich es nicht ertrage, Idioten zu sehen. Na, natürlich wollte ich auch sehen. Aber natürlich wollen sie auch mich nicht sehen. The real Ron May's creation is hidden in the giant incubator below us. Die wahre Schöpfung Ruan Mays ist in dem riesigen Inkubator unter uns versteckt. Geh, nimm den Fahrstuhl und sei Zeuge dieses genialen Meisterwerks. Okay, Alabasterkopf, der ursprünglich auch wieder verschwunden ist. Wait. Er hat eine bessere Aussicht, der Fahrstuhl. Oh. Geht doch in die Richtung mit. This is huge. The space station has an area this big? Anscheinend. Was auch immer drin, was bereits ausgebrochen. Wow, das ist ein großer. Halt. Ja, ich hab's auf den falschen Pfeil. Da wird wohl nicht wirklich viel geworfen diesmal. Oh. What are you waiting for? To betray my customers? Und der hinterherhauen. Und dann beschwört er. Jetzt bekommt definitiv die Heilung. Ich könnte den hier direkt, aber nein. Bam. More business, eh? Stand still. Das ist viel. Okay, wenn ich ihn haue, werden die anderen gespawnt. Das heißt, ich kann sie nicht dauerhaft hauen. Ich kann sie nicht ständig hauen. Relax. Time to say bye. Boom. Wie man schon sieht, das wird immer mehr zum Problem, je mehr ich die haue.
These are devils. I'll crush them all. Autsch, autsch. So, hoffentlich kommt der nicht dadurch noch mehr landen. What are you waiting for? To betray my customers? Und I charge extra. Reicht das, um ihn eventuell zu töten? Stand still. Ja. Good times. Time to say bye. Boom. Stay put. Ja, das passt. We're just having fun. Say bye to breathing. Where's the applause? So, erstmal den Weg definitiv wieder gut zu haben, bevor wieder noch mehr kommt. Okay, die sind aktuell, das passt mir. Alles raus. More business, eh? What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Und das ist, wird die Vermehrung immer wieder ausgelöst. Was jetzt gerade nicht das Problem ist für mich. Der wird wahrscheinlich durch sein Dot eh erledigt. Stand still. Nein? Ja. Good times. Time to say Bravo, bye. Kraft, ja. Boom. Der hat noch HP? Nicht gut. We're just having fun. War kein Fall, weil wir nur draufhauen, die werden eh beide durch die Jobs fallen. Small fry. Er wird die Raumstation zerstören, nicht solange ich noch irgendwas da zu melden habe. Ah. Fuck. Ja, das Team ist absolut ungeeignet, eigentlich fast schon wieder für nicht entfernbar. Verringert hat den Rhythmus um 30 beschwört bei jedem Angriff. Wenn die werden alle Gegner nicht. Da ich allerdings nicht wirklich eine Schwäche bei denen drauf führen kann. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. Sie sind voll geheilt. Ich will jetzt zurückkehren in das eine oder andere. Bam. Bam. So, er hat nichts drauf. Ich kann voll loslegen bei ihm. Heilung, alle 3 trifft's.
schon wieder drauf, oder? To betray my customers, I charge extra. Good times. Wenn Never auf der time Angriff to der say bye. Buff nicht mehr drauf, dann kann ich auch Probleme voll draufhauen. Hätte ich das schon früher versuchen sollen, aber gut, zu spät. May as well kill them all. Stand still. More business, eh? Nicht auf. Okay. Aber trotzdem so. Heilung für alle. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. Wow. Was? Kann ich hinterherhauen? Dann wird der den Buff auch noch mit drauf. Und einmal bitte alle wiederherstellen. Eure AP muss wieder hoch sein. Weil der wird eh das die Dots erledigen. Aber seine Explosion hat 2 weitere automatisch gerufen. We're just having fun. Stand still. Good times. Never time to say bye. Boom. Nicht alle auf Klarkauf. Say bye to breathing. Okay, einer kommt noch. Das ist der. Den wird sich die Dots wahrscheinlich eher erledigen. Aber zur Sicherheit. Wiederherstellung drauf auf alle. More business, eh? Oh fuck, uns ist erst so weit unten wieder dran. Ich glaube, das könnte sie jetzt umbringen. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Und ihre Heilung nicht raushauen. Good times. Time to Los, say raus bye. damit. Boom. Ich wusste es, die hauen auf sie drauf. Und überlebt wird es trotzdem irgendwie knapp. After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born.
The threat is over. Time to get going. Is it over? I need to get some answers out of Run May. Eben, hol den Baseballschläger raus. Wann läuft, bitte warten. Kann ich von hier aus nicht direkt? Ja. Aber wo? Okay, ein bisschen fehlt noch und ich habe auch eine Ahnung, wo ich es dafür suchen müsste. Ron May, dir gehört eine Tracht Prügel. The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. Die Versammlung der Genies ist vorüber. Was die Zukunft des Universums-Innovation angeht, das ist nicht wichtig. Nur deine Aufgabe zählt. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. Du bist verärgert, oder? Ich bereue, was ich getan habe. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Meine Experimente sind immer wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben und haben jedes Mal vorhersehbare Ergebnisse geliefert. Ich habe einen Clan erschaffen, aber er kann dem Emanator nicht das Wasser reichen. Er hat sich selbst vernichtet. Exactly as predicted. So wie vorgesehen. 56 seconds. Nach genau 56 Sekunden. Dieser Kampf ging länger als 56 Sekunden. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles. Da er an Zeit und Ort gebunden war, konnte seine Lebensformel nur als unvollständiger Versuch gewertet werden. Ich konnte den Moment seiner Geburt nachbilden, aber er verschwand kurze Zeit danach und löste sich in kleine Partikel auf. Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. Er sah eben wie jedes andere Lebewesen irgendwann seinem Ende entgegen. Das sehe ich nicht als Fehlschlag. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. Allerdings sollte auch das kürzeste Leben irgendeinen Sinn haben. Ich will wissen, wo seine Kapazitätsgrenzen liegen. Das wird mir zeigen, wie weit ich mit einer Disziplin gekommen bin, die ich überhaupt nicht verstehe. And it was a minuscule step. Und es war ein kleiner Schritt, wie ich vorher gesehen habe. Was ist mit dem Leben? Es hat mich beinahe aufgefressen. I did say that if a danger proved too great for you, I would personally step in to confront it. Ich sagte doch, dass ich persönlich eingreifen würde, wenn du auf eine Gefahr triffst, mit der du nicht fertig wirst. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. Zugeben, ich mag es nicht, wenn alles meinen Erwartungen entspricht. In meinen Experimenten sollte es überraschende Wendungen geben. That's where the joy lies. Das ist das Spannendste. Most predictable storylines can have their pleasant surprises. So die vorhersehbarsten Geschichten können ein paar angenehme Überraschungen haben. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. Zugeben, die Kleinen, die dabei geboren werden, bewegen mich manchmal. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Ich sehe menschenähnliche Reaktionen in ihnen. Es ist ein komplett gegensätzliches Konzept zur Göttlichkeit. Sie haben Gefühle. Emotions may be either positive or negative. However,
The love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. Gefühle können entweder positiv oder negativ sein, aber die Liebe, die sie tief in ihrem Herzen tragen, ist unvergänglich und unveränderlich. They're still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. Sie sind noch weit davon entfernt, Genies zu sein. Deshalb können sie sich noch nicht unterscheiden, ob diese Liebe freundschaftlich, romantisch oder familiär ist. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Aber können Genies das eigentlich selbst unterscheiden? Ich zumindest kann es nicht. Ich verstehe nicht, was Liebe ist, und ich kann auch ihre Gefühle nicht antworten. Do you believe my actions were wrong? Glaubst du, dass meine Taten Unrecht waren? There's no Absolut. need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Ich nehme sie mit in den Zug. Du musst mir nicht antworten. Mir war einfach nur danach, die Frage zu stellen. Wie soll ich mich um sie kümmern? Vielleicht ist es das Beste, sie in der Raumstation zu lassen. Do I seem irresponsible? Komme ich dir unverantwortlich vor? Tut mir leid. Ich weiß oftmals nicht, wie ich mit meinen eigenen Schöpfungen umgehen soll. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend you never knew me. Die Wirkung des Anti-Wahrheitsserums wird abklingen. Wenn andere mich dir gegenüber in Zukunft erwähnen, kannst du ihnen sagen, was du willst. Du kannst auch behaupten, mich nie getroffen zu haben. After all, your memory of me will soon dissipate like Die smoke. Erinnerung an mich wird sich sowieso bald in Luft auflösen. Erinnerung auflösen? Over time, hidden truths tend to surface. Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. Mit der Zeit versteckte Wahrheiten ans Licht. Mit der Zeit kommen versteckte Wahrheiten ans Licht. Vergangene Traumata, die ich lieber hinter mir lassen würde, haben dazu geführt, dass ich niemanden außer mir selbst vertraue. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. Wenn ich will, dass ein Geheimnis enthüllt wird, ist es das Sicherste, es zu zerstören. Das Anti-Wahrheitsserum wird dafür sorgen, dass du in unsere kurze Zeit zusammen vergisst. Okay, fang an, Tagebuch zu schreiben, Stella. It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom, sticky rice, and frosting sugar. Es wirkt nicht sofort. Es ist ein langsamer, nicht greifbarer Prozess, so wie der süße Duft von Lotusblättern, Pflaumenblüten, klebrigen Reis und Zuckerguss. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect me with the recollection. Vielleicht wirst du dich erinnern, dass jemand rücksichtslose Experimente auf der Raumstation durchgeführt hat, aber du wirst nicht mehr wissen, wer es war. Selbst wenn wir uns eines Tages wiedersehen, wirst du mich nicht mehr mit irgendwas in eine Verbindung bringen. That way, the connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies, all will disappear. So wird die Verbindung zwischen Lebensformen gekappt. Freundschaften, Geheimnisse, Groll, Lügen, alles verschwindet. It will make our lives Es macht unser Leben entspannter. relaxing. Ich vergesse dich nicht. I believe you. Ich glaub dir. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. As for me, I'm leaving soon and won't bother with goodbyes. Dann bleibt noch eine Weile auf der Raumstation. Er und Hertha müssen sich noch um einige Probleme kümmern. Ich hingegen werde bald aufbrechen und lege keinen großen Wert auf Verabschiedungen. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime, just to see how things are.
Erinnert sich noch an das Niemandsland, das ich erwähnt habe? Ich überlege in meiner forschungsfreien Zeit einen Ausflug allein dorthin zu machen, nur um zu sehen, wie die Dinge dort stehen. I miss member number 55 Yu Qingtu sometimes. She used to always make something delicious for me to drink every time we parted ways. Manchmal vermisse ich Mitglied Yu Qingtu. Sie hat mir immer etwas Leckeres zu trinken gemacht, wenn wir uns voneinander verabschiedet haben. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Ich hoffe, ich erinnere mich nicht an das Mitglied Nummer 4 Polka Kakamond. Das wäre ziemlich unangenehm. Ich will mich an sie erinnern. Ich will sie mal, diese Polka, treffen. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have anything else you want to say to me? Wer weiß, wann das nächste Mal die Versammlung der Genies ist. Gibt es noch etwas, was du mir sagen willst? Ich hoffe, du kehrst zurück, um deinen Beschöpfungen einen Besuch abzustatten. I promise I will. Das werde ich, Fräulein Assistentin. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers. Wenn das Schicksal es zulässt und du Lust hast, können wir bei unserem nächsten Treffen ins Niemandsland reisen und über seine idyllischen Gletscher wandern. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. What a conundrum. Allerdings wäre es dann wohl kein Niemandsland mehr. Wie paradox. Geht doch, nimm sie mit. Wenn die Sterne des Einfallsreichtums Bob. Ron May ist jetzt ein Besucher vom Express und ab und zu dort auftauchen. Mundanen sabotiert sich selbst. Und Snackleben. Profilbild. So, wait. Bei namenlosen R sehe ich schon was. Kann ich direkt mitnehmen. Ich habe auch schon gesehen, dass die hier irgendwie die täglichen abgeändert haben damit. Wir reden erst mal über Mays Abreise. Und das hier starteten jetzt ihr also. Yep, das ist Mr. Alabasta-Maske. Such a peaceful spot. Or at staff discount? Bin ich schon bei... Ja, jetzt bin ich bei 500. Und dann kann ich die hier ja gleich mit abholen, alle. Wuff, Zeit zum Laufen. Ach, ist das nicht hier? Ich sage Hertha Bescheid. Willkommen, neuer Freund. Wuff. Welch Ehre, Boss. Gruppenrang 1, Gruppenrang 1. Wie eine vertraute ID. Sag mal, deine ID kommt... Moment, ich bin ultimativ ins Gesicht. Sag mal, deine ID kommt mir bekannt vor. Rich Besserwisser, bist du vielleicht mit Richard der Schlauberger verwandt? Du kanntest also den Avatar, den ich vor meiner Online-Reinkarnation verwendet habe. Sieht aus, als wärst du selbst kein Neuling. Okay, zurück zur Sache. Gehen wir mit der Situation um. Rechenschaft. Jemand muss zur Rechenschaft gezogen werden. Und warum? Was ist los? Warum regst du dich so auf? Weißt du es immer noch nicht? Heritor Newsflash. Good evening, Madam Herta fans. This is an urgent broadcast.
The great Madame Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. Ich gehe davon aus, Runaway war's. Schau doch an, ist eine Frechtig. Sogar Frau Herta wird schikaniert. Ja, aber das Management der Raumstation ist auch unerhört. Die Legionen mal beiseite. Wie konnte Frau Herta auf ihrem eigenen Territorium angegriffen werden? Was geht hier vor? Das faulste Gesinde oben. Hasse ich am meisten. Aber echt zu sein, nach der Krise der Legion hat die Raumstation bei der Wiederbelebung und dem Wiederaufbau gute Arbeit geleistet. Auch wieder wahr. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Hatte sie davor nicht schon genug Probleme? Schon besser. Das ist schon besser. Aber liegt der Hauptfokus nicht auf Herthas Sicherheit? Man soll seine Nase nicht in jeden Quark stecken. Ist nicht Asta die Verantwortliche? Wir überprüfen die Qualität der Ergebnisse, wie man sie erreichen kann, wie man sie erreicht. Darum müssen die sich Gedanken machen. Wo du recht hast, du recht. Stimmt voll. Du bist Besserwisser. Du sprichst mir aus der Seele. Kollegen, was ist unser Ziel? Das Gesinde loswerden. Sehr gut, bestanden. Ihr spinnt ja. Mal abgesehen davon, kann Hertha überhaupt angegriffen werden bei ein halbes Dutzend Puppen, die hier von ihr rumrennen? Oh, sie steht da auch wirklich nicht. Hey. Mr. Scrollum, this was a premeditated attack. Conclusion. Their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need her. Schon wieder. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was her. And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. Ah, we cross paths again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing, after all. Wer hat diese Todsünde begangen? Boah, halt. Silverwolf wurde auch übersetzt. Von Silverwolf. Aber soweit ich weiß, ist Ratio nicht Wahrheit. Oh Gott, ich muss gerade überlegen. Wie wird er nochmal richtig geschrieben? The Ratio. Das lässt sich doch nicht übersetzen. Das wird übersetzen. Ich brauche Englisch durchgetauscht. Eben. Ratio wird es ja eher als Verhältnis übersetzen lassen. Wer kommt auf die Idee, das als Wahrheit zu übersetzen? Also Verhältnis. Hatte das auch brauchbare Synonyme? Beziehung, Verknüpfung, Kontext, Kontakte, Umgang, Verbindungen, Verhältnisse, Romanzen, Altare, Freunde, Geliebte. Wer zur Hölle kam auf die Idee, den so zu übersetzen? Bei Silberwolf hört sich ja zumindest noch halbwegs gut an, aber bei ihm ist das ja ein komplett falscher Name. Er hat einen komplett falschen Namen bekommen.
Dr. Ratio lässt sich nicht als Wahrheit übersetzen. Ich würde gern mal wissen, was die... Ich würde gern wissen, was die Überlegung dahinter war. Ja, bei ihm mit Ratio denke ich da eher an Rationalität, wenn ich bedenke, wie er sich vorhin verhandelt hat. So, unsere Pfade kreuzen sich erneut. Erinnerst du dich an mich? Aber natürlich, warum auch? Wie launenhaft das Gedächtnis doch ist. Miss Trailblazer, you must have many questions. Please be patient. Du musst viele Fragen Asta will haben. explain it all to you. Geduldig bitte, Asta wird hier alles erklären. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet and we can't pinpoint its signal. Das Wesentliche weißt du wahrscheinlich schon. Vor einigen Systemstunden wurde eine von Frau Herthas Marionetten von einem unbekannten Kette angegriffen. Wir wissen nicht, wo sich die Puppe momentan befindet und können auch ihr Signal nicht orten. Und wo ist Hertha im Moment? She's away on a visit. This issue didn't seem to trouble her much. Sie besucht gerade jemanden. Den Vorfall scheint sie nicht weiter zu beunruhigen. Warum bin ich nicht überrascht? She received an invitation from the IPC before the attack occurred. Vor dem Angriff hat sie eine Einladung von der IPC erhalten. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oh, they're a riot. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of intellect. It's as if evolution halted prematurely for them. Die Technologieabteilung. Ein bezauberndes Örtchen, nicht wahr? Frau Yabuli ist zumindest ansatzweise kompetent, aber ihr Untergebenen ein unterhaltsamer Haufen. So viel Enthusiasmus und auch nur ein Funken Intelligenz. Man könnte meinen, bei der Evolution wäre sie auf der Strecke geblieben. They want to start some new collaborations with Herta and have graciously extended an invite for me to play the role of science consultant. It's delightfully amusing. I can't wait to witness firsthand how these geniuses from the so-called Super Smart Club squander the IPC's vast resources. Die gedenken, Hertha für weitere Projekte einzuspannen und haben mich höflichst eingeladen, die Rolle des wissenschaftlichen Beraters zu spielen. Das Ganze ist einfach köstlich. Ich kann es kaum erwarten, mit ansehen zu dürfen, wie dieses Genie des sogenannten Schlauchkopf-Clubs die enormen Ressourcen der IPS verprasst. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers seized the opportunity. Herta's aloof response to these juvenile provocations? Almost as intriguing. What a delightful little puzzle. Allerdings war das Timing dieses Angriffs etwas zu perfekt. Da frage ich mich doch, ob jemand diese Information hat durchsickern lassen, worauf der Angreifer die Gelegenheit ergriffen hat. Und dass Hertha darauf diese kindische Provokation kaum reagiert. Fast genauso interessant. Ein köstliches kleines Rätsel. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We are honored to have your assistance. Ich höre schon länger, dass du einer der besten Forscher der Gilde bist, Dr. Ratio. Es ist uns eine Ehre, dich hier bei uns zu haben. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox, if you ask me. Oh Mann, ich muss gerade was anderes überprüfen. Starrail. Ich will nochmal zu Dr. Ratio, allerdings will ich jetzt was komplett anderes von ihm wissen. Gib ihm... haben wir hier irgendwo auch den japanischen Namen von dem Typen? Hier... Japanese. So. Und da will ich jetzt wieder das rein.
Okay, wenn das, was hier steht, stimmt, lässt sich der japanische Name auch zu Dr. Ratio übersetzen. Das heißt ja, nur ich wollte gerade einfach nur überprüfen, haben die englische Übersetzung Mist gebaut oder die deutsche? Nein, es war die deutsche. Halt, ich bin im Falschen drin. Falsches Tab. Spar dir die Schmeicheleien. Zeit ist ein Luxus, dessen Verschwendung wir uns nicht leisten können. Die Verdienste einfacher Sterblicher in Anwesenheit eines wahren Genies zu sprechen, ein Paradoxon, wenn du mich fragst. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? Verzeihung, du, sag mir bitte, was hast du gemacht, als du diese Marionette zum letzten Mal gesehen hast? Zugehört, wie Asta sich über etwas ausgelassen hat. I do remember that happening, I think. Ja, ich glaube, ich erinnere mich dran. Vielleicht. Don't play the fool. Stell dich nicht dumm. Denk nach. I think I was... Ich glaube, ich habe einige Systemstunden zuvor. Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you? Ach ja, ich brauche noch wegen einer anderen Sache deine Hilfe. Diese eine Kuriosität ist verschwunden und sie geht mir einfach nicht auf den Kopf. Finde sie für mich, wenn du Zeit hast. Das schaffst du doch bestimmt, oder? Hallo, Happy! Willkommen im Stream. Na mal, wo ist das Stream eigentlich aktuell? Wirklich? Jetzt. Passt schon besser. Was ist deine Meinung zu dem Namen von Dr. Ratio? Die Quest selber habe ich noch nicht gespielt. Okay. Trotzdem, was ist dein Name zum deutschen Namen von Dr. Ratio? Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a body. El Ratio? Nein, bei uns wird er Dr. Wahrheit genannt. Sie haben den Namen... Übersetzt ist das falsche Wort. Sie haben ihm einen neuen Namen gegeben. Lass mich nochmal beschreiben, falls du es vergessen hast. Es handelt sich um eine lebendig, aber es hat keinen Körper. Schick mir ein Signal, wenn du eine Spur hast. Eine Ich glaube, sie hat etwas Wichtiges gesagt, aber ich kann mich nicht erinnern. Wenn es nur irgendwelche Hinweise gäbe, dann ging es vielleicht. Aber dann, mach weiter so. Ich muss eine Zeit lang weg. Asta kann dir helfen, wenn nötig. My memory is kind of hazy. What did I do after that? In Erinnerungen rumlatschen. Herta mentioned Asta. That's right. I think I visited Asta. This is what I recall before I met Herta, but I can't remember some of the details. Das ist alles, woran ich mich in meinem Treffen mit Herta erinnere, aber manche Details sind verschwommen. Let me try to remember the conversation with Asta. Ich sollte versuchen, mir das Gespräch mit Asta ins Gedächtnis zu rufen. Yep. Ich will wissen, wie sich Asta ausgelassen hat. A curio that's alive but doesn't have a body. Eine lebendige Kuriosität, Sorry, but nothing comes to die aber mind. keinen Körper hat. Du, da fällt mir nichts ein. Maybe the researchers at the Departments of Ecology or Insight may have an idea? Ja, vielleicht haben die Forscher in den Abteilungen für Ökologie einen Einblick, eine Idee. Hinkel und treiben sich hier irgendwo in der Nähe rum. Ich würde vorschlagen, du wendest dich an sie. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the Departments of Ecology and Insight. Ja, hey Hinkel. Despicable villains are distorting the truth online. Diese niedrigen Schurken haben nichts Besseres zu tun, als im Netz die Wahrheit zu verdrehen. Wenn ich rausfinde, wer dahinter steckt. Für die sich wünschen, sich niemals mit mir angelegt zu haben.
Nach den Hinweisen fragen. A curio that's alive but doesn't have a body? Isn't that just a jinx? Eine lebendige Kuriosität, die keinen Körper hat, ist das nicht einfach nur ein Jinx? Oh, nowadays people call them wubbaboos? Heutzutage nennt man sie Wolverboos. Ein Wolverbo? Das glaube ich eher nicht. Well, I might be the Department of Ecology head, but I'm not the most knowledgeable person when it comes to curios. Nun ja, ich mag zwar die Leiterin der Abteilung für Ökologie sein, aber was Kuriositäten anbelangt, bin ich nicht besonders bewandert. Adler would be of more help, but Adler könnte dir mir helfen. some paranormal phenomenon. I haven't seen him all day. Aber er ist gerade damit beschäftigt, irgendein paranormales Phänomen zu untersuchen. Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Also muss ich nicht nur eine Kuriosität finden, aber auch eine Person. I must say, it's a little embarrassing for the space station to be in such disarray while guests are visiting. Ich muss schon sagen, es wirft kein gutes Licht auf die Raumstation, wenn ich während meines Besuches ein derartiges Chaos herrscht. We've been through a huge crisis and are still recovering. But there are some who are trying to exploit the chaos to agitate the workforce. Wir haben eine schwere Krise durchgemacht. Müssen uns noch davon erholen, aber manch einer versucht scheinbar dieses Chaos auszunutzen, um die Belegschaft in Aufruhr zu versetzen. Die Leute werden immer misstrauischer gegenüber der Stationsleitung. Ich wette, die Lage bereitet Asta auch ein ganz schönes großes Kopfzerbrechen. Wie dem auch sei. Eigentlich sollte ich dir das gar nicht erzählen. Das müssen wir Forscher regeln. Vergiss bitte, was ich gesagt habe. Adler. Right. Then I ran into Arlen. Adler was with him. Stimmt, Adler. Der Kunde Erinnerung unterhalte wichtige Gespräche mit Figuren, wesentliche Hinweise in Form von Erinnerungslücken. Sammle genug Erinnerungslücken, um deinen Namen reinzuwaschen. Mit der Erinnerungsorientierung werden die verschwundenen Informationen, die du während der Erkundung sofort auf und aktualisiert, damit du den Ablauf rekonstruieren kannst. It was at... Darauf habe ich tatsächlich Zugriff. Adler was with Arlen. They were involved in some sort of... Adler war bei Arlen. Sie waren mit irgendeinem Vorteil zu tun. Na dann. What? He went to the scene alone with Peppy? Was? Er ist nur mit Peppy zum Tatort gegangen? Wie konntest du ihn gehen lassen? Nur die Ruhe, Arlen. Ich weiß, dass du verärgert bist. Was macht ihr da? We're walking the dog. Wir gehen mit dem Hund Gassi. Wir machen einen Spaziergang. Könnt ihr euch mal einig werden? Like I said, we're walking the dog. Wie gesagt, wir gehen mit dem Hund Gassi, der nicht da ist. Also bin ich der Hund? Die scheinen was zu verbergen. Kann ich irgendwie helfen? Ja, ich suche den Adler. Tatsächlich. Was für ein Zufall. Wir nämlich auch. Der Kleine hat wirklich Mut, ganz allein direkt zum Tatort zu laufen. Sollst du nicht gerade einen Hund Gassi führen? Ach ja, stimmt. Peppy ist gerade nicht da. Arlen, ich kann das nicht mehr. Könntest du das Reden beim nächsten Mal mir überlassen? Let's walk and talk. Okay, reden wir unterwegs. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Also für musste unterwegs, er ist nicht geredet. Apropos, okay, hoffen wir, dass das hier der richtige Weg ist. Ihr habt hier immer noch Fragmente in Erinnerungen. Da drüben. Wie ich mir dachte, er hat Probleme. Los geht's. Eure Raumstationen sind immer noch vom Monsterheim besucht. Naja, die sollten ja nicht ein Problem sein. To betray my customers,
I charge extra. Time to say bye. Boom. Relax. Stand still. To betray my customers, I charge extra. These are devils. I'll crush them all. Let's see some sparks fly. Time to say bye. Und kommst. Boom. Relax. Und da ist noch mal einer umgefallen. Peppy, are you okay? Peppy, geht's dir gut? Wuff, scheiß auf das Kitty. Bist du wirklich der sich mit den besten mit Kuriositäten auskennt? That's me. What's up? Das bin ich. Was gibt's? She wants to ask you something about curios. Sie möchte dich etwas über Kuriositäten fragen. I'll leave you to it. Adler, Ich lasse euch mal allein, Adler. Oh, about that investigation I asked for. Du trägst Verantwortung für Peppy ist Adler. Und was die Untersuchung betrifft, um die ich dich gebeten habe. Don't worry. I think I figured something out. Catch you later. Keine Sorge, ich glaube, mir ist etwas eingefallen. Wir sehen uns später. So, which curio do you want to know about? Welche Kuriosität beschäftigt dich? Nein, eine lebendige ohne Körper. That's all you got? Das ist alles? Too abstract. Viel zu abstrakt. Mehr hat Hertha nicht erwähnt. Na There's schön. beauty in the abstract, I guess. Das Abstrakte hat auch seinen Reiz. Have you asked the Department of Ecology head? Hast du die Leiterin der Ökologie gefragt? Sie meinte, es She's könnte not ein wrong. Oberboot sein. That doesn't feel entirely right either. Sie hat nicht ganz unrecht, aber so richtig passt das auch nicht. Ich habe gehört, so etwas soll es auch in der geben. Wie? What did I say? Was habe ich gesagt? Huh. Now that you mention it, I have a wild hypothesis. Warte mal. But it needs verifying. Ich habe eine gewagte Hypothese, aber sie muss geprüft werden. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. Lassen wir es gut sein für heute. Gedulde dich etwas, ich melde mich dann. Adler seems to have gotten a lead, but what was the information I forgot? And from whom? Adler scheint eine Spur gewittert zu haben, aber was war die Information, die ich vergessen habe und von wem stammt sie? Da teilweise verwandten sind während der Erkundung Erinnerung manche Dialoge mit angezeigt. Ja. Doch das Beseitigen können relevante Erinnerungen. Let's go over it from the start. I may have my memories of Arlen. Ja. Hier ist nichts mehr zu fragen. A curio that's alive but doesn't have a body. Ein Kuriosität, die keinen Körper. Tut mir leid, da fällt mir nichts ein. Erinnerungslücke benutzen. Vertrauenskrise. Du hast eine weitere fehlende Erinnerung wiederhergestellt. Wie sieht es? Hast du erfahren, was du wissen wolltest? Noch keine Fortschritte. I see. Is that what Hinkle and think? At least that counts as a lead. Dass man also Hinkel und Adler gut, das geht zumindest als Spur durch. My researchers are Siehst pretty du? outstanding. Meine Forscher sind wirklich herausragend. Naja, du wirkst ein wenig nervös. Anxious. Nervös? Ich? Is it that obvious? Ist wirklich so offensichtlich. After the Legion's invasion, the space station has been under constant scrutiny.
Physical damage can be easily repaired, but it takes a long time to heal the wounds in people's hearts. Seit der Invasion durch die Legion steht die Raumstation auf dem Prüfstand. Materialschäden lassen sich leicht reparieren, aber es braucht mehr Zeit, um die Wunden in den Herzen der Menschen zu heilen. Some researchers have been questioning the management and security of the space station ever since the Nach dem Angriff haben manche Forscher begonnen, das Management und die Sicherheitsvorkehrungen der Station zu hinterfragen. Things had settled down a bit with the reconstruction efforts, but the researchers' disappearances have rattled them again. Dank der Maßnahmen zum Wiederaufbau hat sich die Lage etwas beruhigt, aber die kürzlich verschwundenen Forscher haben wieder für Nervosität gesorgt. Verschwundene Forscher? Yes. 4 researchers have inexplicably disappeared in a matter of days. No exit logs, no traces. Ja, 4 Forscher sind in den letzten Tagen spurlos verschwunden. Keine Ausgangsprotokolle, keine Hinweise, einfach weg. People were just starting to regain their footing after the catastrophe. I didn't want panic to spread, so I suppressed the reports and told the security department to investigate in secret. Daher hatten die Leute gerade begonnen, nach der Katastrophe wieder Fuß zu fassen. Ich wollte eine Massenpanik vermeiden. Also habe ich diese Berichte verschleiert und die Sicherheitsabteilung beauftragt, im Geheimen zu ermitteln. However, as you can see, it's hard to keep secrets in a sardine can like this. Aber wie du sehen kannst, ist es schwer, in so einer Sardinenbüchse etwas geheim zu halten. Rebuilding trust is harder than establishing it in the first place. I'm concerned someone's pulling strings to sway public opinion. Verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen ist noch schwerer, als sich Neues zu erarbeiten. Meine Befürchtung ist es, dass irgendjemand die Fäden zieht, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Anyway, the most important thing is to get to the bottom of the disappearances. Jedenfalls ist das Wichtigste, den Fall um die verschwundenen Forscher zu lösen. Und brauchst du Hilfe dabei? That's okay, but Schon in Ordnung, aber danke fürs Angebot. Madam Herta with something already? Erledigst du nicht etwas für Frau Herta? Oh, by the way, I heard about the thing mentioned, and I'll look into it too. I'll find a way to solve the problem for the space station. Übrigens habe ich auch von der Sache gehört, die er erwähnt hat. Und stelle dazu meine eigene Nachforschung an. Ich werde einen Weg finden, diese Probleme zu lösen für die Raumstation. So I did consult someone else other than Hinkle. The only thing I remember is that they're from the Department of Insight. Also habe ich außer Hinkel mit noch jemandem gesprochen. Weil ich kann mich nur erinnern, dass es eine Person von der Abteilung der Einblick war. The other person should be from the Department of Insight. I need to... Ja, langsam baut sich das Ganze wieder auf. The other person should be from the Department of... Na dann. Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of everything. Naja, da nur einer davon wirklich einen Titel hat. Hey, was führt dich hier, Rich? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. I'm not that wonderful. Just okay. Ich bin nicht großartig, nur ganz okay. It's all taken care of. Ja, ist in Ordnung. As long as the money's there, it's all good. Solange das Geld stimmt, ist alles bestens. Here's the account you asked for. Hier kommt das Konto, das du It's wolltest. legit and secure. Ist zugelassen und sicher. Straight to the internet. Damit kannst du dich direkt mit dem Internet verbinden. Klar. Kann ich dir irgendwie helfen? It's a bit creepy. You flatter me. I'm just a peddler doing a little business on the side. Du schmeißt es mir. Ich bin nur ein Krämer, der sich nebenbei etwas verdient. Small scale. Nur Kleinkram, nicht der Rede wert. But if you ever make it big in the guild, don't forget your humble friend, okay? Aber wenn du es jemals in der Gilde zu etwas bringst, vergiss deinen bescheidenen Freund nicht, ja? Schon wieder? How many times has it been? You're really pushing Wie my oft war buttons. das jetzt schon? Du strapazierst wirklich meine Geduld. Here too. My memories are just a jumbled mess of words. Hier auch, meine Erinnerungen sind der reinste Wortsalat. Did my memory piece together irrelevant information? Hat mein Gedächtnis irgendwelche belanglosen Informationen zusammengestückelt? Okay, die verworrene neu Now I ausrichten. remember. The other person is Emily. She was at the base zone. What did Emily say? Na dann. Emily, where are you? Hier. I say, what a wonderfully intelligent-looking young lady. Aber was haben wir denn hier? Die sagenhaft intelligent aussehende junge Dame. I'm not that wonderful. Ach, so großartig bin ich nicht. Nur ganz okay. No need to be modest. Kein Grund, bescheiden zu sein. At my age, you get a feel for In intelligence. meinem Alter hat man ein Gefühl für Intelligenz. Though
I confess I did hear someone say you were the shining star of the Department of Insight. Obwohl ich ehrlich gesagt auch gehört habe, dass jemand sagte, du seist der leuchtende Stern der Abteilung für Einblick. Sure. Ja, klar. Can I help you with Kann ich dir irgendwie helfen? See this material Siehst du here? dieses Material hier? People are so inconsiderate. How's someone like me supposed to make out the small print? Die Leute denken einfach nicht nach. Wie soll jemand wie ich das Kleingedruckte lesen können? I'm not getting any younger, and my eyesight is failing. Do you think you can? Ich werde nicht jünger, meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Könntest du mir bitte weiterhelfen? Again? How many times has it been? You're really pushing my buttons. Schon wieder? Wie oft war das jetzt schon? Du strapazierst wirklich meine Geduld. Verzeihung, wenn ich stören durfte? Another smart-looking youngster. Wonderful. It's about time we had some new recruits. Ich bin kein Rekrut, ich bin Baseballer. Noch ein klug aussehender junge Person. Wunderbar. Wird langsam Zeit, dass wir ein paar neue Rekruten bekommen. Huh. Asta told you to find me? A curio that doesn't have a body but is alive. Isn't the Department of Ecology full of curio experts? That's got nothing to do with the Department of Insight. Was? Asta wollte, dass du mich aufsuchst? Eine lebendige Kuriosität, aber ohne Körper? Ist die Abteilung für Ökologie nicht voll von Kuriositäten-Experten? Die Abteilung für Einblick hat nichts mehr zu tun. However, I've heard of such a species. A colleague who came back from a business trip said that the Cienjo Alliance has life forms like that. Ihr redet von den Heliobus, oder? Allerdings habe ich tatsächlich von einer solchen Spezies gehört. Ein Kollege, der auf einer Geschäftsreise war, sagte, in der Xianhu-Allianz gäbe es solche Lebensformen. Don't get me wrong. Versteh mich nicht falsch. I was merely relaying information. I didn't mean I'd help you. The atmosphere on the space station has been getting stranger lately. It's risky taking sides. Ich habe lediglich Informationen weitergegeben, also verstehe mich nicht falsch. Ich wollte dir gar nicht helfen. Auf der Raumstation herrscht seit einiger Zeit eine komische Stimmung. Es ist riskant, Partei zu ergreifen. The Cienjo species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. Ihr habt Helio bei. The Cienjo species. Mein erster Gedanke, Helio bei. Pass. Have you asked the Department of Ecology? Ja, sie meinte, könnte Wubba sein? Nein. Was habe ich gesagt? Erinnerung letzten Xianhu-Allianz. Du hast eine weitere. Sie hat nicht recht. Ich habe gehört, so etwas soll es in der Xianhu-Allianz geben. That's right. They're called Heliobi. I guess you could say that Wubbaboos and Heliobi are sort of like cousins. Nicht mal ansatzweise. Richtig, dort heißen sie Heliobi. Man könnte wohl sagen, dass zwischen den Wubabubos und Heliobi eine gewisse Verwandtschaft besteht. Schließlich sind beides Energielebewesen. Trotzdem haben die kaum was miteinander zu tun. Warte mal. Ich habe eine gewagte Hypothese. Aber ich muss sie überprüfen. Und ich melde mich später. Und jetzt brauchen wir noch das. Ich dachte schon, du wirst zu mir kommen, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Tut mir leid, die Lage ist sehr heikel. Ich kann dir nur sagen, dass es sich um einen Geheimauftrag handelt. Geht es um? Ganz wie ich dachte, ich kann mich vage erinnern, dass Ada noch mehr gesagt hat. Es hängt irgendwie mit den Sachen zu tun. Ja, nutzt die Erinnerung, und zwar die Vertrauenskrise. Oh, dann wird es doch schon ein Forscher. Ups. Tut mir leid. Woher was ist? Verstehe. Du hast es auch gemerkt. Wie sehr Fräulein Asta unter Druck steht. Und hast du was gefunden? I'll be honest with you. It's been tough. The surveillance didn't capture anything regarding the researcher's disappearance. Ich will ehrlich sein. Wir haben kein Glück bisher. Auf unseren Aufzeichnungen war von den verschwundenen Forschern nichts zu sehen. Wir haben nur einen Hinweis.
Adler observed that the automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances occurred. Adler konnte feststellen, dass zum Zeitpunkt des Verschwindens kurz das automatische Feuerlöschsystem aktiviert wurde. That means that every victim's disappearance was accompanied by some inexplicable fire. When we made visits to the scenes, some of the witness testimonies seemed to agree with this. Was bedeutet, dass zu den jeweiligen Zeitpunkten des Verschwindens immer auf ungefährliche Art und Weise ein Feuer ausgebrochen sein muss. Bei unseren Ermittlungen vor Ort stützte sich auch einige Zeugenaussagen auf diese These. The words they used were spontaneous combustion of the human body. Der Begriff, der dabei fiel, war Selbstentzündung des menschlichen Körpers. Spontaneous combustion of the human body. That is most likely the truth. Nie im Leben. I need to go over it from the start. Starting with the conversation I had. Ich muss noch von Anfang an. Wir beginnen mit dem Gespräch. So. Yep. She mentioned something important, but if only there were some hints. Durch das Yep. Energiebasierte Lebensform. Helio bei. Let me describe it again in case you forgot. It's an energy life form. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces of it. Yep. Energielebensform. I wouldn't be bothering with it if it didn't have something to do with the Genius Society. Darum geht es hier nicht. Ich würde mich nicht damit drum herumschlagen, wenn es nicht etwas mit der Genius-Gesellschaft zu tun hätte. Also dann, mach weiter so. Ich muss langsam weg. Okay, Asta, wenn du nötige Hilfe brauchst. So, dann haben wir das gesamte Geständnis. Zurück in der Gegenwart. Reicht dir das? I commend your stamina for recounting that interminable tale. You must be exhausted. My ears certainly are. Ich bewundere die Ausdauer, mit der du diese schier endlose Geschichte wiedergegeben hast. Du musst erschöpft sein. Meine Ohren sind auf jeden Fall. So, ich fasse es einmal zusammen. The last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket, the curio. After which you knew nothing else until Lady Asta contacted you. Ich fasse einmal zusammen. Du hast Herta das letzte Mal in ihrem Büro gesehen. Sie hat dich auf die mühselige Suche nach irgendeiner belanglosen Kuriosität geschickt und danach weißt du von nichts, bis Asta dich wieder kontaktiert hat. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this captivating drama? Wenn du auf diese Schilderung der Ereignisse hast, sag mir bitte, wer, wenn ich fragen darf, kann diese fesselnde Geschichte verifizieren? Asta? A second-hand account. She wasn't at the scene. Hearsay hardly counts as compelling evidence. Reines Hörensagen, da sie selbst nicht zugegen war, kaum ein überzeugender Beweis, nicht wahr? We can ask Herta herself. Gut, dann fragen wir einfach Herta persönlich. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours. But as it stands, not a single soul can corroborate her story. Nun, wenn du schnell deine Senkel zuschnürst und entgegeneilst, kannst du vielleicht die AFK-Shuttle in 4 Systemstunden erwischen. Der aktuelle Stand der Dinge ist jedoch, dass absolut niemand ihre Geschichte bestätigen kann. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a preconceived bias. Dr. Ratio, deine Art der Befragung scheint mit gewissen Vorurteilen behaftet zu sein. Apologies, it's an unfortunate habit of mine. When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. Eine unangenehme Angewohnheit meinerseits. Wer sich ganz der akademischen Forschung widmet, neigt eher zur Skepsis statt zu vertrauen. It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. It can still help us reach the truth. Meiner Erfahrung nach ist dies auch die effizienteste Herangehensweise. Die Suche nach Antworten auf Basis einer negativen Hypothese ist durchaus ein valider Forschungsansatz. Auch wenn auf diesem Weg
Auch auf diesem Weg können wir die Wahrheit finden. If she is truly innocent, she can clear her name with answers. Soll sie tatsächlich unschuldig sein, kann sie ihren Namen reinwaschen, indem sie Antworten liefert. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder bei Phoenix Wright, nur ein bisschen anders. Yep. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Halbwegs. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? It's hard for me to imagine she would treasure one curio so much. I doubt Herta is interested in the curio itself. Yep. Based on your and the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. Das hier. I remember now. Back then. Ich erinnere mich, damals. That's enough pretending. Okay. Collection. An endless trove of trinkets and baubles. Wobei. And yet, she's sure. Sicher. But you're the one saying the curio in question is ordinary. Aber du bist doch derjenige, der behauptet, die fragt, die Kuriosität wäre gewöhnlich. Say what you want to Sag, was du zu sagen hast. A correct observation, if I may add. Eine zutreffende Feststellung, wenn ich es hinzufügen darf. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, I doubt Herta is in. Based on your story. Aber mehr sagen tut er nicht, okay? If you knew Herta, then you wouldn't find it weird. Wenn du Herta kennen würdest, findest du das nicht seltsam. Don't interrupt other people. Did no one teach you manners? Klappe. Red nicht dazwischen. Hat der keiner Manier beigebracht? Based on your story, and the assignment involves. Herta didn't mention the name of the curio. We were talking about something else, and she just mentioned it in passing. Herta hat mir den Namen der Kuriosität nicht gesagt. Wir haben über etwas angesprochen und sie hat das nur beiläufig erwähnt. However, she did give a thorough description of the curio. I didn't make that up. Sie hat mir jedoch eine ausführliche Beschreibung der Kuriosität gegeben. Die habe ich mir nicht ausgedacht. True. Das stimmt. You wouldn't be able to make that up. Danke, du hast mich gerade dämlich bezeichnet. Hier nicht. Sowas kann man sich auch nicht ausdenken. Why do I feel like I'm being looked down on? And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. I remember now. That's enough pretending. Okay. And the assignment Ich mach's involves a mir. curio that. I remember now. That's Ist mir enough, egal, weil ich and es the nicht assignment involves a sehe. curio that doesn't even have a name. I remember now. That's enough, and the assignment in Herta's collection. An endless trove. I remember now. That's enough. Herta's collection. An endless trove. The curio isn't the point. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. Die Kuriosität, um die ging es nicht. Herta hat sie nur angesprochen, weil es mit der Genius-Gesellschaft zu tun hatte. I would imagine the curio is the creation of a genius. Affirmation. It holds some special meaning to Herta. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kuriosität die Schöpfung eines Genies ist. Logik, sie hat eine besondere Bedeutung für Herta. Yes. Ja, das scheint mir Seems logically sound. logisch. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. Yep. Dann hast du die Kuriosität. However, she decided to hold her tongue until now. Sie hat beschlossen, mir bis jetzt nichts zu So erzählen. what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? Die Vertrauenskrise. The space station has been very distrustful of its higher management ever since the Antimatter Legion's invasion. Seit der Invasion der Antimaterie-Legion herrscht auf der Raumstation ein großes Missvertrauen gegenüber der Führung. Another severe incident would further intensify suspicion and cause great internal strife. Ein weiterer kritischer Vorfall würde das Misstrauen weiter stärken und für erhebliche Unruhe sorgen. Oh. So that explains why Lady Asta approved of my participation. After all, the Intelligentsia Guild's representative wouldn't be linked to the space station, but would still share the IPC's position. So,
Das erklärt auch, warum Asta meiner Teilnahme zugestimmt hat. Schließlich hält der Vertreter der Intelligenzia-Gilde keine Verbindung zur Raumstation, würde aber dennoch die Position der IPS teilen. They wouldn't be partial to anyone. Es wäre unparteiisch. Still act for the space station's benefit. Two birds with one Würde aber dennoch zu Nutzen der Raumstation handeln. 2 Fliegen mit einer Klappe. Und das dritte. Disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security. Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being cut the act. You're perfectly clearly, though. Wer weiß, Selbstentzündung? No. If I recall correctly, Asta said, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet and we can't pinpoint its signal. Nein, wenn ich richtig erinnere, sagte Asta, einer von den Madame Hertas Marionetten wurde von einem unbekannten Täter angegriffen. Wir wissen nicht, wo sich die Marionette befindet und können auch ihr Signal nicht orten. Der Effekt ist so merkwürdig, ohne passende Musik. Don't know the location. Wissen nicht, wo sie sich befindet. Ist es nicht dasselbe wie vermisst? She did say that. But then what? You need to provide evidence to show incidents are linked. Das hat sie erwähnt. Aber was nun? Du brauchst Beweise, um einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen nachzuweisen. There should be evidence. Arlen discovered something odd when he was investigating the disappearances. Es muss welche geben. Bei den Ermittlungen zu den Verschwundenen machte Arlen eine seltsame Entdeckung. The space station's automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances happened. Arlen mentioned that each victim disappeared due to spontaneous combustion. Das automatische Feuerlöschsystem der Raumstation hat sich zum Zeitpunkt des Verschwindens kurzzeitig aktiviert. Arlen erwähnte, dass jedes Opfer durch Selbstentzündung verschwand. Es gibt nirgendwo in der Raumstation irgendwelche Anzeichen für Feuer. That's what's so odd about it. But this information has an additional layer of importance. Das ist ja das Merkwürdige dran, aber diese Information hat noch anderweitig von Bedeutung. This may not be direct evidence, but if the system also recorded the fire suppression system activating when the puppet was attacked. Das ist aber zwar kein direkter Beweis, aber wenn auch eine Aktivierung des Feuerlöschsystems verzeichnet wurde, als die Marionette angegriffen wurde. Then there's ample evidence to indicate that these two cases are. Dann spricht vieles dafür, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Frage beendet. If these two incidents were caused by the same person, then the suspicion put on you would decrease, provided that this fire suppression record does exist in the system. Sollte für diese beiden Vorfälle eine und dieselbe Person verantwortlich sein, wärst du weitaus weniger verdächtig. Vorausgesetzt, diese Feuerlöschberichte finden sich tatsächlich im System. We'll see in the main control room. Let's go. Wir können das im Hauptkontrollraum prüfen. Gehen wir. Was ist das? Ist das Nachricht von Herta oder was? Sie ist da, sie ist da, sie ist da. Wer ist da? Die große Nummer ist da. Oh. Oh my gosh. Herita Newsflash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. Wenn nicht. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. Nettes Design. Das ist a declaration of war and an announcement of what's to come. They have set their sights on you. The Legion's impact remains, and the Annihilation Gang is already paying a visit. It almost seems like this space station is more suited for the path of destruction than erudition.
Eine Kriegserklärung und eine Ankündigung dessen, was noch kommen wird. Sie haben es auf dich abgesehen. Der Einfluss der Legion ist immer noch spürbar und die Vernichtungsgang ist bereits auf dem Weg. Es scheint fast so, als wäre diese Raumstation eher für den Pfad der Zerstörung als für die Gelehrsamkeit bestimmt. This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fetora, a world long since destroyed. Oh, nichts zum Besuchen. His race, the ever-burning fire demons, regard Nanook as their emperor and savior, but the Aeon has never cast their gaze upon them. Dieser Erzherzog Inferno Ifrit ist eine Lebensform von Fetora. Eine Welt, die schon längst zerstört ist. Sein Volk und die ewig brennenden Feuerdämonen betrachtet Nanook als seinen Herrscher und Retter. Aber der Aeon hat sie noch nie eines Blickes gewürdigt. A group of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the Annihilation Gang is perhaps far less than one might see in a child who deliberately broke a vase. Eine Gruppe von bedauernswerten Verrückten. Mir gefällt Dr. Primitivs Einschätzung zu ihnen. Die Bedeutung, die Nanook der Vernichtungsgang beimisst, dürfte in unseren Maßstäben nicht einmal der eines Kindes entsprechen, die absichtlich eine Vase zerbricht. The fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is particularly evil and cruel, even among his kin. The Everflame mansion he heads is even the arch-enemy of the Japella Brotherhood, despite both groups belonging to the Annihilation Gang. Feuerdämonen haben ein grausames Temperament. Das Verbrennen und Zerstören von Gegenständen ist Teil ihrer Natur. Ifrit ist besonders böse und grausam, selbst im Vergleich zu seinen Verwandten. Das von ihm eingeleitete Ewigflammenanwesen ist sogar der Erzfeind der Japella-Bruderschaft, obwohl beide Gruppen der Vernichtungsgang angehören. Japella Brotherhood. I've heard that name somewhere. Japella Brotherhood, den habe ich schon mal gehört. On the Stellaron Hunters Wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood. Auf den Steckbriefen der Stormjäger werden sie beschuldigt, die Japella-Rebellion angezettelt zu haben, den Aufstand, der zum Untergang der Bruderschaft führte. The Japella Palace crumbled in the scorching flames, and Ifrit's power has grown by the day ever since. Would you believe it would be merely a coincidence? Der Japella-Palast ging in lodernden Flammen unter und Ifrits Macht wuchs weiter von Tag zu Tag. Glaubst du, dass es nur ein Zufall ist? Something similar is about to happen here. Spontaneous combustion? For him, it's as routine as me finding fault in everything. The disappearance of researchers and the puppet were all part of the plan. And after that... Etwas Ähnliches droht auch hier. Selbstentzündung. Für ihn ist es normal, wie für mich, an allem etwas auszusetzen zu haben. Das Verschwinden der Forscher und der Marionette war Teil des Plans und danach... That video will soon circulate. And this station's fate? Flames. Nothing. Dieses Video wird bald Runde machen und das Schicksal dieser Station Flammen. Nichts als Flammen. Nicht solange ich das verhindern kann. The destruction of trust. Die Zerstörung von Vertrauen. I'm afraid more than trust. Ich fürchte, das hier ist mehr als nur Vertrauen. Ich befürchte, dass das hier mehr als nur Vertrauen zerstören wird. You need to start acting now if you want to survive. You, come with me. Wir müssen jetzt handeln, wenn ihr überleben wollt. Du kommst mit mir. Nur ich? You have a superior strategy? Pray tell, do we set the two of them loose, turning whispered fears into full-blown pandemonium? Hast du eine bessere Strategie? Bitte fragt sie mir. Sollen wir die beiden losschicken, damit sich ängstliches Getuschel zu einer regelrechten Massenpanik auswächst? If we did that, we'd be at a disadvantage. I'll stay here and try to contain the news as best I can. Please investigate the issue quickly. In dem Fall wären wir im Nachteil. Ich bleibe hier und versuche, die Verbreitung der Nachrichten so gut wie möglich einzudämmen. Bitte klär die Angelegenheit so schnell wie möglich. Wait. Hier drin ist die... Oh, deshalb durfte ich nicht in diesen einen Raum rein. So, das heißt, wir haben hier noch
irdisches Wunder und irgendwo noch ein Sparschwein rumrennen. Ah! Ich hoffe wirklich, ihr respawnt auch, wenn ich mal kurz zur Seite gehe. Aber anscheinend nicht. So, isolier. Erster Stock. Das Schwein habe ich in dem Gang gesehen gehabt. Bam! Nein! Ernsthaft? Ich habe halt niemanden in der Gruppe, der auf Entfernung gerade attackieren kann. Does that hurt? Aber hier funktioniert das. Gut. The punch is decided. Get cocky. Bam. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. So, das vielleicht noch mal hinterher. Ja, das Schwanken stirbt umso besser für mich. Well. Hat sich gerade von allein bewegt. Die haben sowas wie Gedankenkontrolle. Wenn es das länger anhält, ist das gleich ein 100%iger Insta-Kill. Okay, sie kann wieder selbst agieren. Gut. Wiederherstellung auf die 3 und auf die Debuffs loswerden. We're just having fun. What are you waiting for? To betray my customers? Alle. I charge extra. May as well kill them all. Good times. Time to say bye. Es liegt schon, dass die jetzt vierfach explodieren. Bam. Bam. Ja, funktioniert. The human body is beautiful in its fragility. Wait, da hinten geht sogar direkt theoretisch weiter und in der Theorie. Oh, is that a stain? Aber machen wir das. I like this coat. Okay, die gibt's noch.
Oh Gott. Forschungsbelohnungen. So viel scheint die gar nicht zu haben. Aber das sehe ich ja dann. So. Und noch die kurz mitnehmen. So Leute, das war's erstmal für heute. Letzten Schluck. Und dann verabschiede ich mich mal. Morgen wird auf jeden Fall wieder weiter gestreamt. Ob ich dann auch direkt wieder in Honkai reinspringe, weiß ich noch nicht. Aber bis dann sage ich erstmal Bye bye Leute. Man sieht sich.